Einen wunderschönen guten Tag. So, jetzt bin ich da. So. Ich hoffe, euch allen gut. Hoffentlich habt ihr einen schönen Tag, also einen schönen Sonntag, einen schönen entspannten Sonntag. Erstmal trinken. So. Wie ich gestern schon angekündigt hatte, habe ich ja gestern SpongeBob durchgespielt und weil ich ja unbedingt das andere Spiel hier jetzt anspielen wollte. Und wie vielleicht Leute schon gesehen haben, es handelt sich um Fire Emblem Warriors Three Hopes. Ich hoffe, das wird spaßig. Hui. Ich liebe diese Warrior-Teile. Ich habe ja hier Pirate Warriors 4, Hyrule Warriors. Sieht man das hier? Ja, da sogar noch Zeit der Verheerung. Das Fire Emblem Three Houses. Oh. Also, nicht lang stacken, Kopf in den Nacken. Achso, man muss ja noch eine Sache machen. So. Da, jetzt. Ich starte das gerade zum ersten Mal, also ich gehe da komplett blind rein. Ich hoffe natürlich, dass ihr den Ton hört. Sollte so sein. Sonst muss ich das Gerät wieder umstellen. Verspiele ich zu selten am Rechner dran an der Konsole. Manche Daten werden erstellt. Speichert automatisch. Produced by Omega Force. Omega. Warte mal kurz. Oh ne, doch. So ist gut. Für Anfänger und Fortgeschrittene, für Spieler, die einfach die Geschichte genießen wollen, für erfahrene Spieler, die gefordert werden wollen. Wir nehmen normal. Gefallene kehren nach dem Kampf zurück. Gefallene Einheiten sind für immer verloren. Ab Kapitel 4 jede Entscheidung zählt. Ich bin nicht sehr Fan von dem klassischen. Langsam und beständig. Fließen hohe strategische Hilfen wie Level-Up-Infos, Missionsbeschreibungen und Tutorial-Meldungen. Kampf durch, bleib im Fluss und schalte Level-Up-Infos sowie Missionsextras aus. Nur wichtige Tutorials werden eingeblendet. Was denn? Als ob ich was spiele. Da kam schnell und Effizienz. Ja. Alles klar. Hi, Alu. Cutscene. Ja, ich merke es gerade selber. Der Ton vibriert so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ich muss gleich nochmal in den Einstellungen was ändern. Aber ich kann jetzt gerade eine Cutscene nicht. Ich hoffe, ihr könnt es aushalten für die Cutscene.
is that freeloader, huh? I know you're napping around here somewhere. On your feet and back to work already, yeah? Finally. Come on, Sunshine. Up and at 'em. Sekunde. Geht gleich weiter. Ich mach's eben kurz. Einstellung. Gut, das sieht. Schön, dass man das wenigstens nicht sieht. Hier. Boah, ich habe hier so viele Sachen drin. Vorgabegerät. Voice-Note, Facebook. Ja. Versuchen wir es mal damit. Knistert so ein bisschen. Kabel richtig drin, Kabel richtig drin. Gefällt mir nicht. Sekunde mal kurz. Heute technische Probleme, aber heute wieder im super Stil. So. Ja, so kann man spielen. Weiblich. Ist immer schön. Hey, get up already. Ja gut, jetzt ist es von der Switch gecaptured. Ja, ich nehme mal was aus dem Bett. Sorry, what's going on? What's going on? Did your head spring a leak while you were napping? Better see if you can even remember your name. Ich nehme einfach den Charakternamen. Also der Chess. Ah, Chess ist Well, gut. looks like there's hope for you yet. Apologies, friend. I'm all right. Is the battle at hand? Of course it is. Why else would I be standing here? You heard who we're up against, yeah? Gerald's mercenaries. Gonna be one hell of a fight if true, especially if the Ashen Demon is here. Don't like a smidge of what I've heard about that fella. Or was it a woman? Leave it to you to fumble the details. Did you even catch this Ashen Demon's name? Of course I did. It was... by the goddess, it's right on the tip of my tongue. Alles klar, ja, weiblich. Moment. Oh, bitte. Bitte lass es so sein, dass wir gegen den Hauptcharakter aus Three Houses spielen. Ja. Yeah, that's it. Das wäre irgendwie interessant. Demon or no demon, our job is to fight and win. You sound just like the captain. I know they paid up front, but come on. Well, at least one of you has some courage. You've certainly come a long way since I plucked you from that mountain village. But this battle is about more than just victory. Gerald's team has a sterling reputation. Rumor has it they've never blundered even a single job. But once we put them to rout, we'll finally be the greatest mercenaries in all of Leicester. Enemy activity detected, Captain. Looks like we'll be fighting by moonlight. Mind you don't kill each other in the dark. Wasn't expecting a fight so soon, but I guess there's nothing for it. You ready? Hallo. Falls du gerade noch da bist, sag mir kurz wegen Tonqualität, Bildqualität, ob da irgendwie was ist. Oder Minako oder beide. Oder ob alles so gut ist.
gelassen. When this is over, we'll all greet the new dawn together. You sure are a cocky little thing. But yeah, all right. I'll be there. Na, mit Text. All right, let's get down to business. We're up against Gerald's mercenaries. Meldungen. Wurde für Kampf Match eingestellt werden. Okay. Let's move out. Drive them straight into their graves! Time to see what you're made of. We're not putting up much of a fight. Are these guys new recruits or something? Guess this means I can mess with them a little. Myrmidomen. Jede Klasse verfügt über Halte X gedrückt, um Klassenanzeige zu laden und Klasse. Die Einheit kann sich während des Ladens bewegen. Okay. Guess that's that. I eat steak tougher than this. Hey, you! Clear out that group over there. Anvisieren. Ja, okay. I'll take out the stronghold over this way, yeah? You get the one over there. Can't wait to wrap this up Oh, so okay, we can all okay. drown ourselves in ale. Nium. Ich spiele zu selten mit dem Switch-Controller. Kritischer Ansturm. Ich kenne das halt alles von Highway Warriors und Monpiece Pirate Warriors. Trip complete. The captain ran off ahead of us. Is she gonna be okay? Master your fear, and then back! Keep your eyes open. We still don't know if the Ashen Demon is here. Jawohl. The main force is here. We're saved. Now push. Push the enemy back. About time a foe with some teeth showed up. But they still don't stand a chance against Burling's mercenaries. Now, isn't this a sight? You must be the infamous Ashen Demon. I can't wait to tear you apart. This'll be the end of the Ashen Demon. No one can beat the captain. What? Captain? Oh. Yeah, right. They took out Leslie like she was nothing. I can't believe I'm losing to some damn kid. Captain Burling's in trouble. I have to reach her before it's too late. There's so many of them.
What can you do about that? I'm all right. Ah, Krieger Spezialangriff. Drücke Arme. Ah. I've got you now. No. Finally in sight. You monster. The captain's dead. What are we gonna do now? Gerald zurück nach Beileid. Stand down or die. We're gonna stand. We're gonna fight. And we're gonna avenge. Boah, Junge, tut das weh. Why am I so scared? It's just one merc. Run! Run while you can! Yes, no! This can't be happening. Keep fighting. Perish with you. The cycle of this world. I will not allow it to perish with Ey, anbleiben. Gerade mitten in der Cutscene. Ah! Nein, ich mal springen. I like it. Where did you get that power? No idea. It's just what I need to bring you down. We're here to help. Kabumba. Interesting. You're fighting like an entirely different person. Witness my true power. That's enough. We did what we came to do. Everyone, fall back. Sorry, but this fight is over. Hey, wait. Why? We've achieved our goal. Your job was to stop us, and you failed. Another time, perhaps. Hey, we're not done here. Why am I so tired?
Hm? Huh? Where am I? Oh, good. You're awake. Not sure I would have been able to sleep at night with your blood on my hands. Stimme einordnen? I Ja. know your voice. I dreamed about you. Strange. I have no such recollection. Regardless, I am a being who exists on the edge of dreams and reality. You may call me Arval. Arval, huh? But for now, let me speak plain. You are slated to die. Right now, I'm the only thing holding your meager life together. And to be blunt, it's beginning to tire me. Thank you? Oh, my. That's the first time anyone has ever shown me gratitude. And I must say, I like it very much. Hear me well. You are a crucial piece of this world's cyclical... No, this will never do. You're far too groggy to absorb what I'm saying. For now, I needn't tell you how you'll get back on your feet. I need only convince you that you will. Scheiße, hat mich das gerade voll aus dem Konzept gebracht. Fängt mit einer mystischen Erzählung an und dann so, ach, vergiss es, du bist gerade zu sehr fertig, um das mitzubekommen. Da geht's. Traum? Ich ja nicht. Der hat ja gesagt, wir sind gerade kurz vorm Ablenken. Wieder auf die I Traum don't kommen. understand. I'm already up and about. Okay, doch nicht. Perhaps here you are, but not in reality where it counts. Your cluelessness is actually quite charming. I think you're starting to grow on me. Hey, ich Still, treffe die the richtige Entscheidung. important thing is what you do after you wake. And what should that be? Recall, please, how the Ashen Demon bested you. Came within an inch of snuffing out your life. If you attempt the fight again the same way, you will reach the same conclusion. This would force me to step in once more, which would be most annoying and also rather counterproductive, if I'm honest. Also, kurz was nachgeschaut. Schwöre, nicht noch einmal zu verlieren. Unwahrscheinlich. Gelogen, Then I'll kannst du get werden. stronger. The woman I am now will seem like a little kid in comparison. And one day, I will surpass the Ashen Demon. I swear it. Indeed. My captain and comrades are dead. The company is finished. So there's only one thing I can do. Start over. Huh. I thought you to be more sentimental. Did they not take you in? Care for you? Gold's the only thing that ever held us together, and death is something we're all too used to. I never knew my real parents, and I lost the mother who raised me. Parting's just come easy to me, I guess. The best way to honor my fallen comrades is by training hard and growing even stronger. Then I'll crush Gerald's mercenaries, and the Ashen Demon with them. That's what I'm going to live for now. Oh, but I like your spirit, though I expected no less from my partner in destiny. I'm sorry, what? Yes, I suppose that was a bit sudden. I should remember, take intimacy in smaller steps. The point is that I'm here to guide you, and I promise to help you find the strength to see your dreams realized.
Ah, ja. Speichern. Prolog, zufällige Begegnung. Prologue. A chance encounter. Ich habe vergessen, Fire Emblem erzählt sehr viel selber. The continent of Fodlan, said to be protected by a goddess, has existed for uncountable ages. Now, 3 ruling powers control the land. To the south is a region held for more than 1,000 years by the Adrestian Empire. To the north is the Holy Kingdom of Fargus, ruled by the royal family and its knights. And to the east, a league of nobles that bends no knee rules the Leicester Alliance. Though once consumed in war, these 3 powers now exist in relative harmony. Nestled between them is Garreg Mach Monastery, seat of the Church of Seros, the land's widely practiced faith, and a power that helps to maintain peace across the continent. Not far from the monastery, at the northern edge of the empire, is a small village called Ramire, and west of this place stretches a forest where a lone mercenary awaits. Sechs Wake Punkte. up! Ugh, how many times must we do this? Get up already! Der klingt ja schon richtig gereizt. That's weird. I could have sworn I heard someone calling me. It's still dark out, though. Hello, yes, I was calling you. Many times, I might add. Come on, I told you not to sneak up on me like that. As if I have a choice. Do you know how many times you would have died by now if not for me? I'll tell you. 22. The 3 times you leapt off a cliff to quote-unquote get tougher saved you. Those 5 mad attempts to dispatch a horde of monsters by yourself saved you. And tonight, despite my repeated warnings, you took the wrong path and ended up having to sleep on a bed of leaves in the middle of the woods. Über die Philint nachdenken. Ignoring me, hmm? I'll take that to mean I touched a nerve. At any rate, we all make a few mistakes along the way. And by we, I mean you. And by a few, I mean far, far more than average. Now then, with that out of the way, would you like to know why I've roused you from your mud-caked slumber? Actually, it's probably easier to show rather than tell at this point. Look over there, if you would. Stop plowing ahead, Claude. You're going to get us lost. Lost schmost. We've got it on Imperial authority that this is the way to the village. True, I said there was a village, but how could anyone know where it is in the thick of these mountains? I can't even say for certain where we are in all this gloom. Okay, new plan. I'll rely on my keen senses to navigate. Lucky for you, they're sharp as an arrow. Hold, both of you. Someone's here. Another bandit, perhaps? They're mistaking you for some common backwater thief. What cheek. Well, hold on there. I'm no bandit. I'm a mercenary. Well, that makes everything better. A bandit would be far less out of place in these woods than a sellsword. What brings you here? We've no time for an interrogation. Our pursuers are closing in. I don't know who you people are or what you want, but I think introductions can wait. You clearly need every blade you can find, and my pockets have been feeling awfully light lately. What do you say? Bollwerke. Die Festungen.
Aha, man heilt sich Well, da. since you're here, do you mind stepping in and helping us chase off these scary bandits? Don't worry about payment. You'll receive plenty of coin. If you'll survive, that is. Klassenwechsel und neue Fertigkeiten. Chess hat die Klasse gewechselt und ist nun Flügel. Halten bei Signaturen zwischen 3 Arten unterschieden. Aktion, Unterstützung und Taktik. Drück während des Kampfes L und X, um dir die Klasse und die Signatur anzusehen, die du gerade hast. Aha, okay. Schattenblitz, Todesspirale. Nein. There they are! Ist Kill them all! Mhm. Fighting for them now, are ya? You can die with your new friends! Animal ZL war die Taste. Aha. Achso, das ist das. Ja. I'll deal with things here. Let me show you a trick for dealing with heavily defended enemies. And that's how it's done. Take a Don't breather. overstep, Edelgard. Als wird dir dieses Scherenstein-Papier-Prinzip erstmal erklärt. Okay. Well, I suppose my turn has arrived. I've awaited this moment. Ja, Einheitenwechsel habe ich gerade schon durchgezogen. I won't allow anyone to stop me. You're making me feel bad for the enemy, Dimitri. Ja, diese Sachen sind immer die gleichen. Okay. Apologies, but it was you or me. Just who are these people anyway? All 3 of them have crests. What's wrong with you? It's just a bunch of brats! Stop embarrassing yourself and stand your ground already! Is it Claude time? I think it's Claude time. No problem, I got it. Ach ja, der war der Bogenschütze. I'm a master of strategy, but I'm not really used to being on the front lines. Alles klar. My turn. You got lucky there. Well, lucky for me, I guess. Not so much for you. Bandits have a firm hold on the central road. It would be wise to move through the forest and take down the strongholds as we go. Try and keep an eye on who we're fighting, and make sure we've got the right person leading the charge at the right time. Befehle erteilen, also Blicke während des Kampfes. Plus, okay. Ich wollte gerade sagen, welche Taste auf welche Pfeiltaste ist das, aber das ist ja Plus. Über Autokampf. Du hast gegen Let's see den how this goes. einen stark. We will proceed as planned. Du bist stark gegen We den. must strive to perform to the Edelgard dürfte No dann mistakes. gegen den stark They sein. must learn who they're up against.
Okay. Dann übernehme ich die in der Mitte. Gefäße zu bringen. It's to contain things here. What shoddy defenses. We'll be done before we know it if they're all like this. Be sure to tend to your wounds, Edelgard. Unfurl the flag. That ought to unravel their defenses. Heilmittel, drücke RB und B, um Heilmittel umzusetzen. Enough of this strategy nonsense! Get out there and tear them all to pieces! Okay, how many thugs does this guy have working for him anyway? Repent, foul bandits! The Knights of Seros are here, and we'll cut you down for terrorizing our students. I can still fight them! Nope. You can't. The Knights of Seros? Not now! If I don't kill at least one of them brats, I'm finished! Watch out! They're gonna make a last-ditch effort to rush our position. Und 1300 Kombo. Befehle befehlen eine komplette Offensive aus, damit alle verfügbaren Einheiten. Ja, okay. I've got this. Form ranks and capture those bandits! Quickly now! This is where you die, dogs! Erweckung, drücke R. Achso, das ist hier Magie zum Beispiel. Kaboom! Fertig! We cannot allow ourselves to perish here. I'm afraid we must spare no mercy for you. Never should have taken this job. Is it over? S. Nehme ich. Als S-Rang und weiße Verona und Goldplatte. Kampfrang und Belohnungen. Nach dem Kampf wirst du mit dem Kampfrang belohnt. Abschlusszeit, besiegt die Gegner erlittener Schaden. Erstabschluss und S-Rang Belohnung. Ich hoffe, dieses Geknistern kommt nicht allzu häufig. Level und Werte erhöhen. Besiege Gegner, um Erfahrungen zu sammeln, wodurch die Level deiner Einheiten erhöht und deren Statuswerte verbessert werden. Die Statuswerte Verbesserung in einer Tank von individuellen Eigenschaften ab. Kraftpunkte, ja, das ist das Leben, wie viel Schaden, wie stark die magischen Fähigkeiten sind, Behendigkeit. Angriffsstärke kritischer Anstürmer sowie auf den Crit-Wert aus. Okay. Geschwindigkeit, Dauer des erhaltenen Zustands und die Zeit, bis Kampftechniken und Magie erneut eingesetzt werden kann. Glück wirkt sich darauf aus, wie häufig Erholungs-Items erstellt werden. Achso. Wie viel man gegen physisch
Angriff verteidigt, gegen magischen Angriff. Charme. Wie schnell die Ausdauer eines Bataillons abnimmt. Aha. Warte. I won't let myself stop here. Held. Bonuserfahrung. Auszeichnung Held. Die Einheit, die im Kampf die beste Leistung gebracht hat, wird als Held ausgezeichnet. Die Einheiten erhalten zusätzliche Erfahrung. Ja. Levelerhöhung von Kampftechniken und Magie. Sobald Kampftechniken und Magie häufig genug genutzt wurden, um eine festgelegte Anzahl an Einsätzen zu erreichen, erhöht sich ihr Level. Dadurch wird die stärker und bei ihrem Einsatz verlieren Waffen weniger schnell an Haltbarkeit. Gut, dass ich die gar nicht verwendet habe. Klassenerfahrung und Klassenlevel. Die an einem Kampfteilnehmer erhalten nach dem Kampf Klassenerfahrung, wenn dadurch ihr Klassenlevel steigt, ist es möglich, dass sie neue Kampftechniken, Magie oder Fertigkeiten erlangen und dass sich ihre Waffenlevel erhöht. Wenn eine Einheit steigt, kann sie mächtigere Waffen ausrüsten, kann sie mehr aufeinanderfolgende Angriffe ausführen. Okay, Waffen und Ressourcen erhalten. Eine seltene Form der Verona erhöht Resistenz dauerhaft um 2. Erzielt in Läden Preis, Verhitmungssteine, Giftstein und Jagdwald. Din. Hang on, you're seriously the Imperial Princess? The Crown Prince? And the heir to the Alliance? Yes. And as the three of us are now in your debt, I think formal introductions are in order. My name is Edelgard von Hresvelg, Princess of the Adrestian Empire. I am Dmitri Alexandra Blathid, Crown Prince of the Holy Kingdom of Fargus. And I'm Claude von Regan, grandson of the leader of the Leicester Alliance. Things looked grim there for a moment. Thanks to you, we put those bandits to flight. Bit of a miracle we ran into you out there, but hey, I'll take it. Gemeinsame Leistung. I only fought well because I had such fine companions by my side. There may be some truth to that. I can't shake the feeling that we were destined to meet somehow. Ich hab grad Vietnam Aren't they an unlikely trio? I wonder why those bandits were after them. Still, it's no concern of ours. We have our own plans to attend to. Now, collect your pay and be off before they get a wild idea and ask you to join them. Say, while I have you here, do you know where I can find Ramire Village? I took a wrong turn somewhere along the way. I'm looking for a band of hardened mercenaries who follow a man named Gerald. I hear rumors that's where they're camped. Actually, Ramire might just be the village we've been looking for, too. That ring a bell, Edelgard? I don't remember hearing anything about mercs, but... The name sounds correct, at least. Gerald's too smart to get smoked out by a bunch of rumors, but they're all I've got at the moment. In any case, we won't find our own 2 feet in all this dark. We should return to camp and get our bearings before... Hello there, house leaders. Hello, brave mercenary. We've mopped up what's left of those rascals, so what say we return to camp? And I insist you accompany us, good mercenary. Who, me? You heard the man. We'll wait out the night together and make for the village in the morning. It's a great plan, especially if you want to get paid, as we're a tiny bit short on pocket change at the moment. Yes. And those mercenaries you're looking for? Gerald's band, was it? They may be in Ramire Village tonight, but there's no telling when they'll move on. If you come back to our camp, we have maps that may help you get one step ahead of them. This is clearly the wisest course of action. Not to mention that I would enjoy conversing with you further. But of course, the choice is yours.
bin dazu geneigt, das Angebot abzulehnen. Hallo, was sagst du? Annehmen oder ablehnen? Schön, dass mich Leute jetzt sogar schon anfangen anzuwispern. Mit solchen Werbungen. Oder was sagt ihr überhaupt? Annehmen oder ablehnen? Ja. Für dich zur Zusammenfassung. Die können wir mal eben drauf machen. Wir haben ja hier unseren treuen Seelenverwandten, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Der sagt, ja, damit wir verschinden können, ehe die drei auf die Idee kommen, dass du dich ihnen anschließen könntest. Und die anderen, lange Rede, kurzer Sinn, sagen, komm doch mit, schließ dich uns an, könnt ja, wir haben sogar Karten und mehrere Vorteile. Und jetzt ist die Frage, annehmen oder ablehnen, dass wir mit denen gehen? Ich will irgendwie ablehnen. Was sagst du, Alu? Sollen wir mit der Gruppe gehen oder ohne die Gruppe weitermachen? Schwere Entscheidung. Annehmen? Ah. Gut. Du sagst annehmen, also nehmen wir annehmen. Why can't things ever be simple? All right, but just for the night. Perfect. Then might I borrow you for a moment after we reach camp? There's a matter we must speak about. Nothing alarming, I promise you. Right then, so off we go? But, if I may, did I hear you mention a Gerald earlier? Yes, do you know him? He heads up a pretty elite band of mercenaries, so I imagine his name has spread all over Fodlan by now. Mercenaries, is it? No. No, it can't be him. Can it? Well, I'll just have to meet this Gerald myself. After I've seen my duties through, of course. After all, if I don't finish my assigned tasks, I'm mission the point. Wieso will ich dem Kerl gerade beide Schwerter ins Maul stopfen? Englisch, warte. Hat man das im Deutschen? Panz! Get it? Missing? Mission? Come now, this is good stuff! Und dann erklärt That's das. our Alois. Come on, let's get moving before he really gets going. Danke! Waffen und Ressourcen erhalten. Ja? Boah, ey, ich krieg grad Vietnam-Flashbacks. Kampfvorbereitung. Nach einem Kampf kannst du im Basislager mit deinen Verbündeten interagieren. Drücke A, wenn du dich in der Nähe einer befindest, um zu finden. Ui, Studentin. Das ist furchtbar. Hey! Wie plötzlich diese Lunken über uns hergefallen sind. Die Aussprecher sind davon gerannt. Und überall wurden Befehle geschrien. Oh, das war ein furchtbares Chaos. Sag mal, wer bist du nochmal? Ich weiß schon gar nicht mehr. Hey, du gehörst doch zu den Banditen. Hilfe! Hört mich jemand zu Hilfe! Ah, Idiot. Cyrus Ritter. Greetings. Alois hat mir erzählt, was passiert ist. Danke, dass ihr den 3 Sprechern der Häuser geholfen habt.
Wenn den Studenten etwas zugestoßen wäre, hätten wir alle dafür teuer bezahlt. Das hat mich an das letzte Studienjahr als eine Studentin auf dem Rückweg zur Akademie verschotten und... Ach, das ist lange her. Hey! Willkommen in unserem bescheidenen Basislager. Ich liebe es, Cutscene und alles vertont, aber nicht die normalen Gespräche. So eine Scheiße, aber auch muss ich doch viel vorlesen. Ich nehme an, die Militärakademie im Kloster Mach ist dir ein Begriff, ja? Die 3 jungen Herrschaften, die du vorhin im Kampf unterstützt hast, sind die Anführer der 3 Häuser dieser Akademie. Aber du wirst hier im Lager auch auf andere Studenten und Lehrer, sogar Mitglieder der Ritter der Seiros finden. Du triffst uns gerade mitten in einer Feldmission an, die wir stets zu Beginn des Studienjahres an der Akademie durchführen. Die Situation gerät allerdings außer Kontrolle, als wir von diese Banditenbande angegriffen wurden. Ich wünschte, wir könnten uns ausführlich unterhalten, aber mir scheint, die Anführer der 3 Klassen möchten mit dir sprechen. Ich kann dich nicht ganz für mich behalten, das hier ist eine wunderbare Gelegenheit für dich, Bande der Freundschaft zu deinen Geretteten zu knüpfen. Okay. Ich soll mit den 3 Häusern sprechen, aber wir sprechen auch mit den ganzen Leuten. Hey, bist du nicht die Söldnerin, die Claude und den anderen geholfen hat? Ich will auch Söldnerin werden, deswegen habe ich mich an der Militärakademie eingeschrieben. Ermutigen! Dann haben wir hoffentlich eines Tages zusammen. Ja, danke, ich werde mein Bestes geben. Ich werde alles geben, um irgendwann so gut zu sein wie der Kommandant. Unterstützungswert zeigt an, wie stark die Bande zwischen 2 Einheiten sind. Der Unterstützungswert steigt, wenn Einheiten in Gesprächen passende Antworten geben, Dinge tun, die die andere Einheit glücklich machen oder beide Einheiten gemeinsam in den Kampf ziehen. It is you. Ja, du musst die berühmte Söldnerin aus dem Wald sein, die Cloud ungebeten zur Hilfe gekommen ist. Als Adelsrepräsentant. Ich brauch was. Blick on that. Kann nicht mehr richtig reden. Als Adelsrepräsentant der Allianz von Leicester muss ich dir meinen Dank ausdrücken. Nachhaken. Oh, ich dachte, das Haus Regan repräsentiert die Allianz. Nach außen hin vielleicht, aber in der Realität liegen die Dinge anders. Die Zukunft von Leicester ruht auf meinen Schultern. Schließlich bin ich kein geringer als Lorenz Hillman Gloucester. Ich mag den Kerl, ich mag diese Arten von Menschen nicht. Hochnäsig! Oh ey. Du bist die Söldnerin, von der alle reden. Vergiss nicht. Du versuchst doch nicht bei der jungen Generation des Adelsstandes anzubiedern und ein schädliches Ziel zu verfolgen, oder? Nein, ich habe nur jemanden gesehen, der in Schwierigkeiten steckte und habe geholfen. Ich wusste nicht mal, dass es Adlige war. Verstehe, was denkst du, Marianne? Kann man unsere Söldnerfreundin hier vertrauen? Dass Und wie dem auch sei, wir müssten los, wir haben noch viel zu erledigen. Alles klar. Dann haben wir hier diesen Studenten, was hast du? Lässt hier aber die 3 Häuser der Militärakademie Bescheid. Ich frage nur, weil ihr etwas einfach gestrickt wirkt. Nicht böse gemeint. Wie dem auch sei, da gibt es einmal das Haus der Schwarzen Adler und dahin gehören die Leute aus dem Kaiserreich Adrestia. Und dann haben wir das Haus der Blauen Löwen, das besteht aus Studenten des Heiligen Königreichs Fargas. Und schließlich das Haus der Goldenen Hirsche mit den Leuten aus der Allianz von Leicester. Wo ist diese Söldnerin? Oh, hallo, bist du die Söldnerin, die Cloud aus der Klemme geholfen hat? Ich habe gehört, du wärst super stark, deswegen hatte ich mir dich als Muskelpaket Riesen vorgestellt. Stark bedeutet nicht gleich Muskeln, dass du ein Berg bist. Also bitte.
über die Vorstellung haben. Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss. Ich bin ganz normal gebaut. Sehr normal, wenn du mich fragst. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Na komm schon, ich mach doch nur Spaß, mit dir, Chapman, ganz locker reden zu können. Da konnte ich nicht widerstehen. Jedenfalls, danke, dass du Claude geholfen hast. So, dann haben wir die beiden. Der Raphael da, das ist ein Muskelpaket. Hey, ein neues Gesicht. Bist du Studentin in einem der anderen Häuser? Du musst die Söldnerin sein, von der wir so viel gehört haben. Wie heißt du noch gleich? Namen sagen. Ich bin Chess, nett, euch kennenzulernen. Zu welchem Haus gehört ihr zwei? Wir sind in Claudes Haus, bei den goldenen Hirschen. Wir sind ganz normale Leute. Aufgrund der Natur der Allianz von Lancaster sind bei uns viel mehr Studenten aus dem einfachen Volk als in den anderen Häusern. Ist sicher auch keine Adlige, so als Söldnerin, was? Das weiß ja noch, als adlige Söldnerin sein. Danke für die Unterstützung der Sprecher der 3 Häuser. Anscheinend sollten die Aussprecher als Köder dienen, um die Mehrzahl der Diebe hervorzulocken und dann zu fliehen. Sind die anderen zum Glück mit leichten Verletzungen davongekommen. Es wäre tragisch gewesen, wenn eines der Oberhäupter schwer verletzt worden wäre oder Schlimmeres. Du weißt diese Hilfe wirklich zu schätzen. Kaspar, hey Leinhard, wach auf. Hör mal, ich verstehe ja, dass du müde bist, aber wir brechen bei Tagesanbruch auf, weißt du noch? Dieser Banditenangriff hat mir meine Gelegenheit für ein wenig Schlaf gestohlen, deswegen muss ich... und wen haben wir denn hier? Einige Auskünfte über dich geben, vage bleiben. Normal. Ich bin Chess, ich bin Söldnerin und komme zufällig durch diese Gegend. Ich wurde vorhin in den Kampf gegen die Banditen verwickelt, deswegen bin ich jetzt hier gelandet. Und dann hast du ihren Anführer ausgeschaltet. Das war großartig. Ich hätte selbst die Verfolgung aufnehmen und ihn durch die Mangel drehen sollen, aber naja. Dorothy! Ich muss die Söldnerin sein, von der Edel uns erzählt hat. Ich bin Dorothy. Du hast schon von der Militärakademie gehört, oder? Die diesjährigen Studenten des Hauses der Schwarzen Adler sind fast alle gerade hier. Nur Benedetta fehlt. Was schade und typisch ist. Sie ist nicht mitgekommen, weil sie Angst hatte, wir könnten im Wald überfallen werden. Kaum zu glauben, dass sie damit tatsächlich recht hat. Entschuldige, ich wollte gar nicht so viel quasseln. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass man sich prima mit dir unterhalten kann? Ich sage nichts und du redest nur, also ja. Hubert, mein guter Freund. Ja, du bist die Söldnerin, die uns über den Weg gelaufen ist. Auch wenn ich meine Bedenken mit dir gegenüber hege, hast du My Lady Edelgard unbestreitbar geholfen und dafür hast du meinen Dank. Mein Dank. Freut mich, dass ich helfen konnte, allerdings wüsste ich gerne mehr über diese Bedenken. Meine Gedanken behalte ich für mich. Diese Angelegenheiten brauchte ich nicht zu bekümmern. Bevor ich mit den ganzen Hauptcharakteren sind ja eigentlich alle, mit den Aussprechern spreche erstmal untereinander. Sian, die Söldnerin, die den Anführer dieser Diebe niedergestreckt hat. Ich muss sagen, du hast ein nicht unwesentliches Talent gezeigt. Ich bin Ferdinand von Egir, rechtmäßiger Sohn des stolzen Geschlechts der Egir, im führenden Haus des Kaltreichs. Zugeben, dass du noch nie von ihm gehört hast. Ja! Tut mir leid, aber ich habe noch nie von euch gehört. Bei den Sternen! Du hast doch nie vom Haus Egir gehört? Ich hätte erwartet, dass unser Name selbst ein einfacher Soldat wie dir ein Begriff ist. Offensichtlich muss ich härter daran arbeiten, dem einfachen Volk ein Leuchtfeuer zu sein, auf das man auf dem gesamten Kontinenten unseren Namen kennt. Im Grunde erstmal eins auswischen. Hallo, ich bin Petra. Du hast deine Faszination in mir geweckt. Hallöchen, ich bin Chess. Eigentlich bin ich Söldnerin, aber im Moment streife ich einfach nur etwas durchs Land. Ich habe kein Verständnis. Du machst Streifen durch das Land?
Ich ziehe einfach so durch das Land. Du weißt schon, ich reise umher ohne Zweck und Ziel. Ach stimmt, die ist ja... Ja. Oh, ich habe heute so viele Leute geheilt. Ich will nie wieder auch nur einen einzigen Verband sehen. Oh, wen haben wir denn hier? Nein, warte, sag's nicht. Lass mich raten. Du bist die tapfere, unbeherziehende Ritterin, die vorhin erschienen ist, um mich mutig von diesen Banditen zu beschützen. Das so stehen lassen. Einfach stehen lassen. Das ist so dieser Moment so... Ja, genau, das bin ich. Oh, und ich heiße übrigens Chess. Sehr nett von dir, einen kleinen Scherz mitzumachen. Also dann, ich bin Manuela, Magister an der Militärakademie, Ärztin und Sängerin in der weltberühmten Opernkompanie. Heute habe ich aber den ganzen Tag geschuftet, daher bin ich jetzt gerade nur eine traurige, einsame Frau. Das ist nicht mein Problem. Zum Glück. Ich bin Hannemann, Magister an der Militärakademie. Ich habe Berichte über deine jüngste Heldentat gehört und möchte mir meine Dankbarkeit ausdrücken. Und noch eine andere Sache. Verfügst du über ein Wappen? Fragen, was ein Wappen ist. Wappen? Das ist diese magische Sache da abliegen, richtig? Hör mir jetzt gut zu. Wappen sind eine Macht, die man in seinem Blut trägt. Sie werden von Generation zu Generation weitervererbt. Ja. Wer über ein Wappen verfügt, kann herausragende magische Fähigkeiten haben oder in der Lage sein, mächtige Waffen, Heldenrelikte zu führen. Als ich hörte, was du getan hast, dachte ich, dass du vielleicht eines besitzt, aber deine Reaktion nachzuurteilen ist dir das Thema völlig fremd. Wenn du mich im Kloster aufsuchen magst, könnte ich eine Untersuchung, die ein Wappen ans Licht bringen würde, durchführen, falls du Interesse hast. Und wir sind bei den Leuten vom Königreich. Oh, du musst die Söldnerin sein, von der ich gehört habe. Ich bin Student an der Militärakademie von Mach. Kennst du die Akademie? Also die Studenten werden dort in 3 Häuser aufgeteilt, je nachdem woher sie kommen. Schon gehört. Oh ja, ich habe davon gehört. Ich hatte mal einen Auftraggeber, der ständig von seiner Zeit dort geprahlt hat. Aha, ja, das kann ich mir vorstellen. Sehr viele einflussreiche Adlige und Mitglieder der Königsfamilien von überall her studieren dort. Ja. Er schüchtert mich manchmal ganz schön ein, mit den Reichen und Mächtigen zu verkehren. Es ist vielleicht viel leichter, sich mit Leuten wie dir zu unterhalten. Souverän. Ich muss sagen, ich war nicht darauf gefasst, dass Dimitris Ritterin so umwerfend sein würde. Bitte kein Frauenheld. Ich würde dich gerne mal zu einem Abendessen einladen. Natürlich nur als Dankeschön für das, was du getan hast. Sylvain, du sprichst mit der Person, die seine Hoheit beigestanden hat. Hör auf, sie zu behandeln wie eine liederliche Bordsteinschwein. Alles klar. Und ich glaube, ich weiß noch gar nicht, wie du heißt. Mein Name sagen. Ich heiße Chess. Merk dir den Namen ruhig, falls du mal jemanden brauchst, der unten nicht zuschlagen kann. Das würde ich tun, auch wenn es bedauerlich ist, dass sich unsere Wege schon wieder trennen. Ich habe das Gefühl, wir begegnen uns möglicherweise erneut. Trotzdem ist es schade, dass keine Zeit bleibt, uns näher kennenzulernen. Und du brauchst mich gar nicht so schief an deiner Seite anzusehen, Ingrid. Lass einfach nur mein Herz für mich sprechen. Dann haben wir Dimitri. Dedue. Du hast deine Hoheit unterstützt, dafür gebührt dir mein Dank. Ich werde diese Schuld begleichen. Ach, ich habe doch nur hier und da ein wenig geholfen. Wenig oder nicht, ich danke dir dafür. Ehrlich gesagt hätte ich dir gerne ein Mahl zubereitet, aber leider fehlt uns die Zeit. Beim Essen? Ja, okay, nehme ich. Bist du so Söldnerin wie schön, dich kennenzulernen. Ich bin Annette und das hier ist meine beste Freundin mit Mercedes! Kommt wieder der Mercedes. Schön, dich kennenzulernen. Hast du schon mit den anderen gesprochen? Ja. Mit den meisten, ja.
ist ein ganz schöner ganz schön bunter Haufen, den ihr hier habt. Na, du bist aber wirklich fix. Sekunde. Norton hat schon wieder meinen Browser ausgemacht. Neu gestartet. So. Wir haben selbst noch nicht mal mit allen gesprochen. Wir sind noch ganz neu an der Militärakademie. Du erkennst die anderen jetzt sicher schon besser als wir. Felix! Ah, it's you. Bist du so eine neue Söldnerin, richtig? Chess. Der Keiler hat gesagt, du wüsstest zu kämpfen. Das musst du mir demonstrieren, ehe du verschwindest. Enthusiastisch zustimmen. Jo. Abgemacht von vor dem Sonnenaufgang hätte ich Zeit dafür. Ich freue mich drauf. So, dann fangen wir an mit Dimitri. You have my thanks. Lass mich dir zunächst einmal Dankbarkeit ausdrücken. Chess, wir stehen in deiner Stadt. Ich habe mir vorhin eine Karte angesehen und mir scheint das Dorf, das du suchst, liegt etwas weiter im Osten. Thanks. Danke für den Hinweis. Ich hatte auch auf die Karte gesehen, konnte aber nicht ausmachen, wo im Wald ich mich befinde. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich hoffe, dass du dein Ziel im zweiten Anlauf erreichst. Du bleibst auch bis zur Morgendämmerung. Es wäre schön, wenn du die Gelegenheit nutzt, um dich mit den anderen zu unterhalten. Jetzt, wo ich das so plötzlich zur Sprache gebracht habe, weißt du womöglich gar nicht, mit wem du dann reden solltest. Da würde ich gerne die anderen Studenten des Hauses vorstellen. Ich habe schon mit allen geredet. Okay, was erzählen? Oh. So, okay. Dein Interesse schmeichelt, aber ich fürchte, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Details. Azura Blitz. Angriffe werden mit Blitzen verstärkt. Erhöht den Schaden an den KP und der Starre-Anzeige des Gegners etwas, wenn der zu Fall gebracht wird, und beim Befehl zum Angriff bei Gegnern verursacht der Schaden aus um 30% erhöht. Kleines Blatt, die Wappen Level 1. Chance von 20% den von Kampftechnik zugefügten Schaden zu erhöhen, aber dadurch die Haltbarkeit der Waffe erheblich zu verringern. Zweischneidiges Schwert. Beziehungsweise bei ihm ein zweischneidiger Speer. Er ist ein Soldat. Bevorzugte Klasse Hoher Lord. Dedure. Dedu hails from the land of Dusker. Perhaps you've heard of it. Wenn die selber erzählen, macht er automatisch. Keep to himself, but he possesses one of the kindest hearts of anyone I know. I'm proud to call him my vassal. Speak to him, and you'll see why. Habe ich schon. So, wenn ich da wenn du Kraftangriffe ausführst, um einen Aufprall beim Aufprall Explosion auszulösen, die geringeren Schaden bei Gegnern verursachen. Slime von Treffern während der Abwehr füllt die Kriegeranzeige etwas wieder auf. Bei einer perfekten Abwehr. Beschützen durch Gegner erlittener Schaden ist um 30% verringert. Ja, und der hat da keinen Plan. Felix is the son of Duke Fraldarius. He has a sharp wit and even sharper tongue. But he's a good person at his core. I can attest to that. He has always admired strength above all else in a fighter. I imagine the two of you will make fast friends. So, dann zeigen wir hier einsamer intensive Schnelligkeit, weicht die Einheit während eines Angriffs aus, erhöht sich ihre Geschwindigkeit für eine bestimmte Zeit um eine Stufe. Das Maximum ist nach 7 Ausweichmanövern erreicht. Wenn kein Bataillon eingesetzt wurde oder wenn die Bataillonsausdauer aufgebraucht wurde, erhöht den bei Gegnern verursachten Schaden etwas. Beim Befehl zum Besetzen bei Gegnern verursachter Schaden ist um 30% erhöht. Okay, also der ist hier super, um Leute anzugreifen. Mercedes! I only first met her here at the academy. She seems a gentle soul with great inner strength. From what I understand, she has traveled far and wide throughout both the Empire and the Kingdom. Perhaps that explains her demeanor.
Okay, bevor ich mir jetzt jede Fähigkeit In the anschaue. far south of Fargus lies a manor by the name of Castle Gaspar. Ash is the adopted son of that castle's lord, Lonato. He's an honest boy, well deserving of our trust. I'd like to get to know him better someday, should the opportunity arise. Annette is the hardest worker in the entirety of the Blue Lion House. She is truly brilliant. I could stand to learn from her single-minded devotion, if only a little. Auch ein Männchen. Sylvain is the son of Margrave Gautier. You may have already noticed, but he's something of a womanizer. That may be putting it lightly, in fact. But despite his apparent indifference, he possesses great cunning and is quicker on his feet than anyone else here. I've known him long, so I'm well aware. Der will Kavalerie sein. Ich sag jetzt nichts. Ingrid is the daughter of Count Galatea, and she is far more gallant than your run-of-the-mill knight. She has ever been straight-laced and diligent, even when we were but children. It is not an uncommon sight to find her scolding Sylvain for his indiscretions. Oh, das sind alle. So, ich habe sehe noch 2 Punkte, die ich noch nicht gemacht habe. Einmal hier diese Ritterin. It's you! Wir haben solche Feldmissionen schon unzählige Male durchgeführt, aber etwas derartiges habe ich noch nie erlebt. Dabei war der Wachtrupp dieses Jahr doppelt so groß wie sonst, weil wir 3 hochrangige Adelssprosse da... Ich habe schon auf automatisch. Was? 3 Adelssprosse in der Gruppe haben. Die Vorstellung, dass wir von dieser Banditenbande fast umgebracht worden wären, kein Zweifel dieses Jahr lief es furchtbar. Und jetzt muss ich das alles der großen Rea erklären. Puh. Ja, den anderen Punkt sehe ich auch noch, aber vorher gehen wir zu Claude. Thanks. Hallo meine Gute, danke für deine Unterstützung vorhin. Ohne dich wären wir gewesen. Und was die Vergütung angeht, Alois hat mich gebeten, dich nicht selbst zu bezahlen. Ich schätze, die Kirche will das übernehmen. Tut mir leid. 12 an Alois. Bist du sicher, dass diesem Alois zu trauen ist? Ah ja, aber ich sollte wohl nicht erwarten, dass du gleich jedem Fremden vertraust, der dir über den Weg läuft. Wie dem auch sei, du hast uns geholfen und wir sind dir alle sehr dankbar. Speaking of... Ach, hast du denn schon mit den anderen Leuten hier gesprochen? Ich kann dir etwas über die Studenten in meinem Haus erzählen. Wir sind die goldenen Hirsche. Oh, dann erzähl mal. Who, me? I'm more curious about you, personally. If you don't have anything better to do, I'd be glad to have you join us at Garrick Mach. Ein Weibernmeister will da werden. Have you met him yet? At first, I thought he was real serious and persnickety. But that image shattered pretty quick once I noticed him chatting up every girl in the monastery. Noch ein Womanizer? Ich hab voll vergessen, dass da auch einer ist. Ja. Hilda's the only daughter of Duke Goneril. Seems like she had a pretty cushy life growing up. Which means she's gotten into the habit of slacking off and making other people do things for her. Okay, Moment, das muss ich mir mal ganz kurz anschauen. Also bitte jetzt. Wenn eine Adjutant der Einheit dem anderen Geschlecht angehört, erhöht die Füllrate der Adjutantenanzeige und den Schaden durch Adjutantenfolgeangriffe. Oh. Also die immer mit einem Mann zusammenstehen, alles klar. Raphael! He's a pretty friendly guy. Though it'd be nice if he talked about something other than muscles. He comes from a merchant family, but his parents died in an accident. He's had it pretty rough. Ooh. Don't ever treat her like a child. I made that mistake earlier and she nearly took my head off. She's clearly the youngest out of this year's students, so I don't get what the big deal is. Just another pampered noble, I guess.
Ignatz likes the great outdoors. Definitely more than the rest of us, anyway. He's the second son of a merchant family, but says he wants to be a knight. He doesn't really seem suited for it, though. Maybe his parents are making him do it. Oh, Marianne? She's Margrave Edmund's daughter, but that's all I know about her. She doesn't interact with the other students at all. I'll admit, she intrigues me. Leonie! Leonie wants to be a mercenary. I bet you two would have lots to talk about. You're both pretty frank, too. I just hope you're not as obsessed with saving money as she is. So, dann haben wir die Truppe auch fertig. Bevor wir jetzt mit Edelgard sprechen, gehen wir einmal hier diesen Soldaten, den ich noch nicht gesehen hatte. What did you need? Ich kann nicht fassen, dass ich mich hierzu überreden lassen habe. Das wird lustig, haben sie gesagt. Da passiert eh nie was. Und dann BAM! Desaster, überall Gefahr. Ich dachte, ich sterbe da draußen. Ich habe meine Lanze auf alles gerichtet, was mir zu nahe kam. Aber dann erschien ein Mädchen von der Militärakademie und hat mich in Sicherheit gebracht. Also die Jugend von heute ist wirklich ehrenvoll und stark. Kein Vergleich mit den nutzlosen Rabauken aus meiner Zeit. Hat er dann den Speer vorher auf sie gerichtet? Thank you. Da bist du ja. Danke für deine Unterstützung im Kampf vorhin. Wenn du einen Moment Zeit hast, würde ich gerne mit dir über deine Zukunft sprechen. Falls du kein Ziel vor Augen hast, nachdem wir unsere Aufgabe erfüllt haben, würde ich dich gerne für das Kaiserreich anwerben. Ich kann dir eine großzügige Zahlung versprechen. Natürlich auch für das, was du heute geleistet hast. Nun, was sagst du? Warum gerade ich? Ich werde normalerweise nicht von Leuten angeheuert, die so weit oben in der Nahrungskette stehen. Wie komme ich zu der Ehre dieser Anfrage? Ich erkenne die Werte deines Talents, nachdem ich es hautnah erleben durfte. On another matter. Hast du übrigens schon mit den Leuten hier im Lager gesprochen? Wenn du möchtest, kann ich dir etwas über die anderen Stunden meines Hauses erzählen, die schwarzen Haare. Dann erzähl. Well, you're certainly not timid. You do realize you're addressing the heir to the Imperial throne, yes? Still, I suppose I admire that sort of freedom. It must be nice not to have your lot in life decided for you. Jo. Hubert of House Vestra is my attendant. His family is unusual in that they're noble but lack territory of their own. Hubert is deeply loyal to me, and you can trust him completely. In fact, I imagine he's quite grateful for what you've already done. Mhm. Da wollte ich nicht, ich wollte da. That's Dorothea Arnault. She's an up-and-coming songstress in a famous Imperial opera company. Or she was, at least. For some reason, she abandoned her musical career and enrolled in the Officers' Academy. She has a very magnetic personality, which I'm sure you'll see. Ja. Have you spoken with Ferdinand? One conversation will explain him far better than I can. He's the heir to an influential house, which drives him to excel. But he can be quite the handful sometimes. Benedetta. One of our classmates usually stays holed up in the dormitory instead of coming on these assignments. Her name is Bernadetta. If you bump into her, don't be surprised if she screams and runs away. That's sort of her thing. Wenn man das nicht weiß und dann die trifft, sie aufschreit, Hilfe, Monster, und wegrennt. Okay, ja. Caspar is the second-born son of a great and noble house. But as he's not the heir, you might say he joined the academy to make his own way. War and fighting are his sole pursuits, so I bet the two of you will get along just fine.
Cleopatra isn't from the Empire. She's the granddaughter of the King of Brigid, which is an archipelago situated off our western coast. You'll find her a quick study, a gifted fighter, and endlessly curious. But always come prepared to talk, because she'll definitely want to pick your brain. Ja, ich erinnere mich. Surely you know someone like Linhardt. He's as bright as they come, yet just as lazy as well. That's simply how he is, though. I can't force him to apply himself, but he'll come around, most likely. Erhöht die Menge an KP etwas, die die Einheit automatisch regeneriert, wenn sie sich in einem verbündeten Bollwerk befindet. Alles klar. Na, dann haben wir alles fertig. Die Sonne wird bald aufgehen. Sag Alois, dass du aufbrichst. Ah, Chess, hast du schon mit den Haussprechern geredet? Was? Der verlässt uns? Aber das geht doch nicht. Ich hätte eigentlich gehofft, dass du dich um etwas bitten zu können. Würdest du mir Gehör schenken? Oh, ich will ihm nicht zuhören. Ah! Ja. Sag, was du willst. My sincere apologies for asking this of you. I know you're heading for Remire Village in order to find Gerald's mercenaries, but... well, perhaps you might consider changing your mind and accompanying us to Garreg Mach Monastery instead. And why would I do that exactly? Because you've done us a great service and we don't have the means in camp to properly reward you. At the monastery, however, we can repay your kindness in full. Also, between you and me, this evening's turn of events was quite the embarrassment for the church. We allowed students of the Officers' Academy out of our sight, and house leaders of great political consequence at that. And then they crossed swords with bandits. If word got out, well, let's just say it would sit poorly with everyone. So you see why we must ensure you are well compensated. Also, there may be some papers for you to sign, perhaps in blood. This sounds more like hush money than a reward. Yes, that's exactly what I told the fool knight who suggested it. Me, I'd just as soon send you on your way, but I fear I'm obligated to escort you back. Anyway, the whole thing will be much easier if you simply agree to come along. Just as a formality, of course. I think that was a threat. And here I thought he was a big softy. Well, what do you think? Garreg Mach is in the opposite direction of where we need to be, but this man seems rather set on having us accompany them. Ganz ehrlich, das war eine Drohung und ich habe keine freie Wahl. You make a poor case, Alois, but I can see where this is heading. I'll come with you to the monastery, but I'm not staying a single minute longer than I have to. Bless you, my friend. What a noble soul you are. I'd say you saved my bacon, but that would be utterly hammy. Ein weiterer Pan und ich ramm dir beide Schwerter ins Gesicht. Told you that you're... Don't. Some truths are simply too painful to bear. While I'm no expert, I fear the poor man's heart couldn't handle the shock. Told me what? Told you how dashing you are in that armor. Not just any man can pull off that look. Ah, you like it? Wonderful. I admit I've received no small share of positive comments on it. Ich find's so schön, dass nicht links nicht sieht. Enough to keep me talking for a week. Why, take this one here. We heard you'll be joining us at Garreg Mach. Perhaps somewhat unwillingly, I might add. I know this wasn't in your plans, but if it lets us get to know each other better, perhaps it will prove worth it in the end.
Ich will nicht. Unwilling or not, we've got a long road ahead, so let's try to keep the mood light. I hesitate to ask this considering you're only here because of us, but... Well, are you sure about this decision? The last thing we want is to delay you from your own business. The Knights may seem unwilling to bend, but it's not as if you have no say in the matter. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, also machen wir es Actually, doch. I see this as just another chance to better myself. You are more gracious than I. But, as I see you've made peace with it, I will leave the matter be. Yes, that's quite enough chatter. Let's save our energy for the road. To the monastery! Listen, I know this one's on me. I'm the one who roped you into coming back to camp after all. But I'll find a way to make it up to you, I promise. Thanks, Claude. I know you will. Hey, hurry up back there or we'll leave you behind. Halt's Maul! You know you've had a busy day when you rub shoulders with the heirs to the Empire, the Kingdom, and the Alliance. I think they're a fascinating group of people myself, but what do you make of them? Ganz ehrlich, von den dreien gefällt mir noch jeder. Seems like Edelgard thinks high enough of me. She's got this elegant air about her, but somehow doesn't hold any disdain for mercenaries. It feels like Dimitri's always checking in on me every chance he gets. He'll definitely make a good king, the kind who looks after his people. Claude's a laid-back kind of guy who doesn't really strike me as noble, and I mean that in a good way. Something tells me he's gonna be easy to work with. Of course you only pick up on their rosy qualities. You really are a delight. Have I told you that lately? Still, you better pick up the pace before you vex these people any further. Prolog, 3 Häuser. 3 houses. Ich hab's vergessen. Deep in the forest, the mercenary meets a trio of youths, each a student at Garreg-Mach's Officers' Academy, and a leader of one of the school's 3 houses. Striking down the bandit chief who attacked the students brings undue attention to the mercenary, who soon arrives at the hallowed gates of Garreg-Mach. Ein Erdbeben und die ganze Scheiße dürfte zusammenfallen. Wie so ein Kartenhaus. And with that, may I present the mercenary I spoke of? Greetings. My name is Rhea, and I am the Archbishop of the Church of Seros. Thank you from the bottom of my heart for rescuing our students. I'm just glad I could help. Such modesty is not required around me. Your actions were truly commendable. However, the reason we summoned you here was not simply to express our gratitude. Bleh. We have a proposal for you. One made on behalf of the church itself. Oh, leck mich, ich will einfach nur mein Abenteuer leben. Leck mich alle am Arsch. What kind of proposal? Someone told you of the Officers' Academy here at the monastery, yes? We would have you join this academy as a student. You what? What? Though you are a mercenary, I understand you are not currently beholden to any one particular employer. Also, the students you rescued are close to your own age. Your life could be greatly enriched here. Also für die Leute, die nicht wissen,
die Story von Three Houses nicht wisst, ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit, wo ihr am besten mal den Stream mutet, weil das vielleicht ein Spoiler sein könnte. Und zwar ab jetzt. Man spielt hier als Studentin und im anderen in Three Houses spielt man ernsthaft als Lehrerin. Das ist doch wieder eine schöne Kombo. Oh, bitte lass mich da. Bitte lass die Lehrerin auf die Schülerin treffen und man das sich hier in so eine schöne Situation kommt. Das wird so witzig. Weiter geht's. Or she's heard about our power and wants to keep us on a short leash. Oder das. And yet she's taking it almost as a given that we'll accept. It's infuriating. No. Sorry, but the world's got other plans for me. I can't afford to stay here forever. Oh, this would not be forever. You would only be enrolled for 1 year. Bear in mind that the Knights of Seros and many other powerful warriors pass through these gates. Whether you seek to someday become an officer or simply increase your own strength, this environment will undoubtedly aid in your pursuits. They've really talked us into a corner here. I think I see where this is going. Ich hab keine Wahl, also warum gibst du mir die Wahl? All right, I'm in. A wise decision. We will do all we can to ensure you do not regret it. I believe you will go far. If I may, permit me to tell you a bit more about the school itself. The Academy is divided into 3 houses and draws in the most promising young talents from every corner of Fodlan. Some are noble-born, while others spring from more humble roots. But within these walls, all are treated as equals. We ask our prospects to spend a year living under the same dormitory roof, so they can challenge each other, work hard, and grow together. Each of our houses corresponds to one of Fodlan's 3 regions. Edelgard leads the Black Eagle House, which is for students from the Adrestian Empire. Dimitri leads the Blue Lion House, home to students from the Holy Kingdom of Fargus. And Claude leads the Golden Deer House, for students from the Leicester Alliance. We could select a house for you ourselves, but as all of this was our idea, perhaps we should leave this decision to you. You are something of a special case, after all. So I can join any house I want? Yes, you have simply to name it. Ah, okay, da kann ich mir wieder die Details anschauen. Okay. Studenten des Kaiserreichs, viele von ihnen sind Adlige und die meisten verwenden Magie. Studenten des Königreichs Vergus, viele von ihnen schätzen das Rittertum und die Kampfkunst. Studenten der Allianz von Register, was ihnen an Organisation fehlt, machen sie durch ihr Können wett. So, jetzt sitze ich hier wieder vor der schweren Entscheidung. Also, die Allianz fällt sowieso schon mal raus, für mich. Für mich persönlich. Das Kaiserreich? Die einzige weibliche Leiterin der Häuser? Schon mal ein Pluspunkt. Schwarzer Adler. Nicht hier irgendwie sowas Edles, goldene Hirsche vor allem. Blaue Löwen, ja okay, blaue Löwen ist ja noch in Ordnung. Aber, vom Namen her, aber... Ja. Dann das Königreich. Die sind sehr stark auf Rittertum, beziehungsweise sehr stark auf Kämpfe. Und Heiliges Königreich, das ist dann wieder so... Nicht Deutschland, aber hier dieses Heilige Römische Reich. Hallo? Bist du da? Immer meine Entscheidung helfen. Keiner zwischen den beiden wirklich. Wenn jetzt alle sagen würde Allianz, dann würde ich so sagen, okay, ich habe ein Problem. Weil zwischen den beiden hader ich und da bin ich gar nicht rein.
Erstmal sterben. Ich schrei nicht so, ja, ist gut. Hallo, was sagst du? Kaiserreich oder Heiliges Königreich? Einziger weiblicher Protagonist? Einer der beiden männlichen Protagonisten. Und die ist Tanky. Kaiserreich, ab dafür, alles klar. So you wish to join Edelgard's Black Eagles. Are you certain? Yeah. Yep, that's the one. I'm sure of it. May you build wonderful and lasting friendships in your new house. Und für mich der wichtigste Grund, warum gerade das Kaiserreich, das war die einzige, die von Anfang an gesagt hat, komm, join unserem Kaiserreich, ich bezahle dich auch. Well then, Nee, keine Allianz. taken care of, it's time to decide which of us will supervise which house. Yes, it turns out we just underwent a last-minute roster change. I guess you two haven't met. This is Professor Yuritsa, our weapons instructor. Hello. Nice meeting you, sir. Don't load me up with too much homework, all right? Do my ears deceive me? Or is that curiosity I hear in your voice, Professor Yuritsa? I thought all the houses were the same to you. Perhaps you should be in charge of our new student's house, hmm? I don't care. You decide. Well, you'll certainly hear no objections from me. Professor Manuela, you and I can take charge of the remaining houses. What? It's decided already? I was at least expecting a fight. Maybe some hair pulling? And as for you, my mysterious new student, I look forward to getting to know you much, much better throughout the year. The gall of these people making decisions for you. It's enough to make one's head spin. Right. In any case, I'm looking forward to learning from you, Professor Yuritsa. I'll inform you of our first mission soon. Sorry, what mission? Oh, did we fail to mention that? Ja, habt ihr. Each month, every house in the Academy is given a mission entailing some form of service to the church. Die Studenten aus dem Haus Schwarzer Nadler können nun gespielt werden. Die Studenten aus dem Haus können nun gespielt werden. Kaiserreich, achso. Kämpferin. Mönch, Mönchin, Soldat, Kämpferin, Kämpfer, Myrmidone und Mönch. So. Well, what do you think? I believe there is a very good chance it will work. Perhaps, Lady Edelgard. But is that chance not outweighed by the danger of matters going awry? We have managed to walk the knife's edge so far, but what you are suggesting is open hostility. If they so much as catch wind of our intentions, things will go sideways very quickly. Regardless, this is our last opportunity to save her. Frankly, it's a miracle we even have the chance. I thought you once proclaimed not to believe in miracles, Lady Edelgard. And I don't. At least not the kind one has to sit around and wait for. But right now, everyone is exactly where we need them. Her, the bandits, the string pullers, and the perfect instructor with the perfect mission. I'm going to make this miracle happen, and I will do so for our future. Then we'd best have a plan in place to finish the job, in case they catch on. I expected you to burn a few bridges.
But this plan would be akin to setting half the countryside on fire. Which is exactly why I'm counting on you, Hubert, and why I'm grateful to have you by my side. Welcome to the Black Eagle House. I'm pleased you selected us. Whoa, wait, what? You're a student now? Der Blick. And not only that, you're one of us? That's great! Wait, stop! I don't know this person! Oh, why are there so many new faces? That's what you get for skipping this year's first field excursion, Byrne. A lot happened. There was even a bandit attack. Did you really not hear about any of this? Bandits? Ugh! Now I'm extra glad I skipped out. I must say, the church took a bold step in enrolling you. A decision which I, of course, fully support. You helped Edelgard, and we stand to learn quite a bit from one so skilled. Yes, I have eagerness to examine the fighting of mercenaries. We should be sparring, 1 versus 1. If anyone needs me, I'll be asleep and... Wait, hold on. Do you have a crest? Did Professor Hanneman even check? Oh, he checked all right. Sorry to say I'm certifiably crestless. Strange. You definitely seem the type. But I suppose I'm just imagining it. And now you know the rest of our house. As you already met some of us in camp, I assume you knew what you were getting into. We may not be perfect, but we support each other as best we can. Please try your utmost to get along with everyone. Here approaches Professor Yuritsa. That makes all of us. Remember your mission? We are to eliminate the remaining members of the Iron King's thieves that attacked our camp. The chief, Costas, has already been struck down, and now only a scattering of brigands remain. Even with our limited experience, we should be able to defeat them handily. Good. Prepare yourself. Of course, Professor... Oh, he's gone. So it would seem. Right then. We'd better get all of our waterfowl in a row. Wait, but I need to tell the professor I can't participate. Oh, good work, Bernie. Why didn't you speak up sooner? I know what you mean. I never even got the chance to break out my best. Leave it to me, Professor! He's a real tough nut, that's for sure. Says just as much as he has to, then makes tracks. Sehr gut. The less you say, the greater your mystique. True enough. There's not much charm in someone who talks your ear off at every opportunity. Whatever the case, I expect all Black Eagles to participate in this mission, including you, Bernadetta. You can do this. And I look forward to seeing our mercenary friend here in action. Selbstvertrauen zeigen oder Witz machen? Na, I Selbstvertrauen. won't let you down. Zwei Wochen später. There you are, Yuritsa. I have word from the knights. It is time. Yes. The bandits have fled north into the canyon bordering Count Ro's land in the kingdom. But the knights have cut off their escape, and now stand ready to provide whatever support the students may require. We'll leave at once. I needn't remind you, this is the first real battle for some of our charges. I trust you will keep them safe, though I likely do not need to worry with an old hand like you at their side. No, you don't. You there. It's time for the mission. Gather the others. About time we saw some action.
Ich habe nicht drauf geachtet. Hat man ihr rechtes Auge schon gesehen? Lost sight of them. Ashamed to admit it, but yes. It's possible someone magicked the bandits away. But why go to that kind of trouble for a handful of highwaymen scum? So be it. We'll follow the blood scent. Right, of course. We'll follow... Wait, what? We're leaving. Everyone, follow me. Professor, wait! Well, he must have some idea where the bandits went. Let's hurry after him. Pathetic. Professor Yuritsa, you shouldn't charge ahead like that. It's far too dangerous. Wait, what is all this? Bandits! Dead by my hand. Yes, they look quite dead indeed. Are these the miscreants we were meant to deal with? How is one to tell? One uncouth ruffian looks much the same as any other. Do you know, Professor? Were you following some manner of lead? No, but it's them. They were trying to escape to that fortress. That fortress? Yes, Caspar, that's what he said. Something you want to share? Nope. It just seemed suspicious. You're something else, Caspar. Still, I guess the place does look kind of suspicious. We're near the border of the kingdom and the empire, but that is no imperial outpost. It's not the kingdoms either, and they're not flying any kind of banner. I'm guessing it's a bandit hideout. Then give us allowance to be storming their base and crushing them under our feet. It might be a little dangerous for us to handle on our own, Petra. Yes, I mean, I agree. We should all, go home. Right now. But the bandits might be inside, and they must answer for their crimes. It is our noble duty to finish them off before they can bring harm to another soul. This isn't about nobles. It's about doing the right thing, period. And striking down evil is the Caspar way. Zurückhaltung oder der Angriff zustimmen? We'll be heroes if we manage to take out an entire bandit outpost. This is the kind of stuff I live for. Since when are you so gung-ho? Oh, right. Since always. Enough. This is not our decision to make. Professor Yuritsa? The mission stands. Enter the fortress. Dispatch any bandits you find. There are no signs of life. We may be chasing ghosts. Professor, are you having the ability to speak with ghost spirits? It is just an expression, Petra. It means there is probably no one here. Ah, I am understanding now. You have my thanks. This language has much peculiarity some of the times. Well, if that's settled, let us make ready. Make sure you're prepared before we head out. Die Diebe werden besiegt. Das ist die Aufgabe. Aha. Bedingung für Niederlage? Keine. Also wir können nicht mehr failen. Okay, wir können hier und hier nicht durch. Das heißt, wir müssen durch die Front. Achso, das ist dann. Okay. Aha. Über den Unterkampf kannst du festlegen, wie sich, wenn sie keine direkten Befehle erhalten, angreifen, verteidigen.
Okay. Armeestatus. Ah, okay. Dann... Was ist dem? Speichern. Falls irgendwie was schief geht. Und was? We'll put the bandits to rout. Follow me. Schnell Munition anzuzeigen. Okay, Moment. Wo ist Edegard? You must be a bad guy if you're pointing a weapon at me. Get ready to pay! You got my back? Leave it to me. Jetzt gerade stirbt aber auch der Tor. A pack of thieves is no match for us. Though I do wish they had given me time to announce my name. Careful. Do not let the enemies be ganging up on you. I am your man. Follow me, Hubert. Take a breather. I'm all right. Now we know who to kill to open the gate. Torwächter und Tore, ja. Sorry, everyone. I tried to stop them. Let's secure the interior. This place is bigger than I thought. Split up. All of these dead bodies are enough to numb the senses. Is that a treasure chest? Yes. It seems we will need a key to open it. I was all ready to grab a nice haul from that chest. Now those intruders are all over the thing. That bandit appears to be holding the key. Ja, ich weiß. Zweitausender Treffer. So, wollen wir mal schauen. There's not a question of can. Only a matter of leave this to me. Setzen und wir gehen Festung, den Schlüssel holen. Die Truhe holen. Watch this. I will capture this stronghold. No, not yet. I can still fight.
Ach, das sind unsere Leute. Falsch ist. Open Sesame. Neues Accessoire, ja. So, dann räumen wir noch da unten auf. Währenddessen kann Osmond für den alles da noch kämpfen. There's no better inside the fortress than it was on the outside. I can't take this anymore. I want to go home. I can still fight. So, Ferdinand. Richter. There's not a question of can. Only leave this to. This is certainly not what we signed up for. I will capture this stronghold. Take a breather. Ew! Dieser wollte ihn übertreiben? Ja. 196.000 Schaden. Takes care of securing the bandit hideout. Unless something else concerns you, Professor. Search the basement. Something is amiss. Hey, there's a prisoner down here. She looks like an academy student? Du kommst mir bekannt. Are you here to rescue me? Lady Edelgard! Monica, how did you... No, my questions can wait. Thank you for saving me. Don't let the girl escape, or Kranya will make us wish we were dead. There's not a question of can, only a matter of will. Leave this to me. It's not safe here. We must take the girl and run. Verteidigungsbefehl. Whoever they are, they seem to be targeting that student. It falls upon us to keep her safe, no matter the cost. I will capture this stronghold. Here they come. Everyone, protect Monica. There will be no way forward until we strike down these scoundrels. The way is clear. Come, we need to hurry. Sorry I'm slowing you down. The world is still a little wobbly at the moment. Now's our chance to give him the slip.
More bandits that eluded us. Leave none alive. There's not a question of can. Only leave this to me. Enemy down. Not yet. Praiseworthy. What eyesores they are. The way is clear. Come, we need to hurry. I am your man. Let's go. I got this. Okay. We should be safe here. I mean, I hope we are at least. All right. Who came in here and trashed my beautiful stronghold? Kronya! Hi there. I'm Kronya. But you can just call me the lady that's about to murder you. Or, you know, don't. So be it. Kill her. I got this. Good. That's the last of it. If you truly are Kronya, then it is you who will die this day. Well, then we can proceed as planned. There's not a question of can. Leave this to me. My turn? I got this. Kapelle besetzt. Now, attack! We'll do it together. 300.000 Schaden, 400.000 Schaden. Wie schnell wollt ihr den Gegner töten? Ja. Haltbarkeit der Waffen ist durch. Pretty last words lined up. Now would be the time. Not that I'm going to pay attention. Oh, you're not going anywhere, Monica. I have something very special planned for you. You asked for it. Release the creature we captured. Hi! Mein Freund. This is going to be trouble. On your guards, everyone. Monster sind riesige Gegner, die sich stark von Mannschein unterscheiden, wenn du dich in der Nähe eines Monsters befindest. Monster werden von 4 Barrieren geschützt. Barrieren können durch Angriffe auf die Schwächen des Monsters abzielen oder durch Angriffe im direkten Zustand. Aha. Ja, okay. Attacking force. You'll never defeat it alone. All the numbers in the world won't sleep. I am here to aid you. Unlike any beast I have ever encountered. It will be a grueling battle unless we combine our strength. I'll take over. Its strength is beginning to wane. Press the attack.
defeated a demonic beast? Impossible! Talus isn't going to like this at all. You'll pay for this. You'll all pay. Grania hat sich zurückgezogen. Snake escaped. But still, Monica is safe, and that's what matters. Pures S. Fetze, Magiekräuter und ein Goldbeutel. Level up. Schon Level 6. Gotta keep aiming higher. Hierbei Level 2. Any experience is... Jetzt habe ich ihn unterbrochen. Ferdinand. Level 2. am the noble standard. Und Edelgard ist schon Level 3. Und wer ist Held? I won't let myself stop Ja here. gut. Da ging ihn nicht zu wundern. Hey, Level up mit den Fähigkeiten. Ein Stern. Okay. Hey, a new power. Hey, Alright. etwas Neues gelernt. Schön, schön. Rang C+ erreicht. Kampftechnik, Magie und Fertigkeiten erlernen. Ah ja. Who knew this power slept within? Rang D. I need Rettung. more strength than this. Rückgrat. Waffenattribute. Alles klar. Giftschneide, Gewaltangriff und eine Chance Gift. Gaze, Level 1, die Einheit erhält beim Angreifen vorübergehend einen geringen Schub der Stärke- Magieschaden proportional zu ihrer Gaze. Eisenaxt, Barrierebrecher und Eisenpanzerhände. Ah ja. Und ein Lederschutt. 100% dafür, 100% mehr Geld dafür, dass wir einen S-Rang gekriegt haben und nur 10% dafür, dass wir die Nebenmission abgeschlossen haben. Sollte ein bisschen mehr sein. Was bitte? I thought I would never breathe fresh air again for as long as I lived. I'm not sure what to say except thank you, everyone. How did you end up in such an awful place, Monica? I heard you went missing in House Ox territory. I did indeed. In fact, I was on the verge of graduation when I was kidnapped by the strangest people. Oh, how silly of me not to introduce myself. I'm Monica von Ox. I'm the eldest child of Baron Ox, and one of your Highness's most loyal subjects. Seeing as you saved my life, I plan to devote that very life back to helping your cause. You've not changed at all, though I do appreciate the enthusiasm. Monica was a Black Eagle in last year's class. One might say she's part of the old guard. I'm not sure how I feel about you calling people old. Yes. I think I understand. This all began when the knights lost sight of the bandits and you gave chase. Afterward, you entered a suspicious fortress and rescued a missing student. Well, there's nothing wrong with that. I'll be sure to smooth things over for you once we're back. Sounds good. But, why are you even here, Alois? Because the knights sent for help after you left them behind. Did you expect anything different? Not that I'm trying to lay blame at your feet. I know you were following Professor Euritza's lead, so I think everyone involved can head home knowing they did just swell. For as you know, all's swell that ends swell. Still, I find this a rather grave turn of events. To think the same bandits who attacked our charges were behind another student's abduction. I never said I was kidnapped by bandits.
didn't? Now that I think on it, not everyone in that fortress was dressed like a common rogue. Perhaps the bandits were mere decoys while some other villain pulled strings behind the scenes. Yeah. Yeah, there was one real piece of work. Kranya, I think, who managed to escape. I've seen all kinds of people as a mercenary, and she was definitely not your everyday bandit. You're on the right path. Perhaps I should just tell you who kidnapped me, seeing as I already know. What? Why didn't you mention this earlier? Everyone was busy speculating, so it was difficult to cut in. What do you know, child? Out with it. Her Highness can vouch for this, but my memory is quite strong. Try remarkable. You never forget a face, even one seen only at a glance. Your Highness, thank you for the compliment. I'm certain of what I saw. The one who kidnapped me was surely Tomas the librarian. Tomas? Impossible. But Tomas has been at Garreg Mach even longer than I have. I don't want to believe it, but based on what you say, we've no choice but to investigate. But Sir Alois... Be on guard. If Tomas is in league with Kranya, he is dangerous. Very well. I will quietly report the matter to Lady Rhea and leave the decision in her hands. Bon appetit! Not a word of this to anyone. Is that clear? Well, now things are getting interesting. Honestly, did not see this coming. So what do you make of this Kranya? Why do you think she was at the fortress? You seemed preoccupied with her during the battle. She a friend of yours? Sadly, I wouldn't know. My memory is but a shadow at this point. Gone, vanished, lost. I remember meeting you, but before that, nothing at all. And yet, the moment I saw her, I was struck with the most inexplicable feeling. I couldn't tell you if it was revulsion or affection. It was simply pure emotion. And here I thought I had it tough. Are you worried about me? How adorable. Oh, but I do love that about you. And so, the Archbishop has elected to apprehend Tomas. He has been away from Garreg Mach for days now. During his absence, an investigation of his behavior and personal effects laid bare his hostility to the Church. The Knights have been instructed to await his return and take him in. As quietly as possible, of course. We want him alive, so we might discover the whereabouts of his associates. I'm glad they actually believed me. If they doubted you, you would have known it the moment they clapped you in irons and led you away. Das kam gerade unerwartet. Bei Hinako. Das kam gerade unerwartet. Aha, der Gold wert. So who is this Tomas guy anyway? You say he works in the library? Also, wenn du einfach nur die Story verfolgst und dann so im Augenwinkel siehst, okay, eine Nachricht ploppt auf und das Einzige, was da steht, Human Sexy, und denkst du so, was? Moment, was? Ich lache nicht über dich, ich finde einfach nur die Situation schon. I've lost track of how many times I've spoken to the man. No surprise, Lynn. You practically live at the library. So what did he look like again? Is he the big, burly one? Burly? Not even close. He's a frail old man with a walking stick. From what I understand, he's been at Garreg Mach for 40 years, at least. It is hard to imagine that he had been plotting evil that whole time.
wonder what led to his transformation. Transformation? Would someone not be noticing if Tomas changed his appearance? Hmm? He meant a mental transformation, not a physical one. Tomas must have changed his mind about the church at some point. I am excited to have learning of this strange new expression. I must be thanking you. If they were really worried about transformations, you'd expect they would turn their gaze to you. Good to know they're nice enough not to do so. So, this Tomas person sent the bandits after us? What an awful man. We're lucky to be alive. You're one to talk, Bernadetta. You weren't even there. Yes, you were not having reason to fear for your continued living. You're right! Everyone, pipe down. Something's happening outside. Are they ready at the gates? Yes, sir. Every exit is covered. Well, well, it sounds like Tomas has returned. I don't know why I know this, but you need to get out there, and quickly. I think Tomas is here. I'll be right back. Wait, we should discuss this before you... Never mind. Das ist so typisch. Cutscene. There he is! That man down there. Lady Rhea wants to speak with you. I suggest you accept. This doddering persona of mine will benefit me no further. What is this? Familiar, right? Such hubris from mere vermin. You will pay for this. Find him! Right! What he did was just like... Genau wie wir. Speichern. Prologue. The Shadows of Adrestia. Die Schatten von Adrestia, vom Imperium? Scheiße. Upon his return to Garrick Mach, the humble Tomas shapeshifts and flees, and not even the Knights of Ceros's most concerted efforts can track down the erstwhile librarian. Meanwhile, Edelgard seizes upon Monica's rescue as a chance to start down a radically different path than she had originally planned. Things went like clockwork with Monica. Thanks to Professor Yuritsa playing his part so ably. And equally to those arrogant fools for letting their guards down. I doubt we will see such fortune next time. Next time? Don't tell me. The moment has come to take matters into our own hands at the Imperial capital. This is our chance to finally be rid of them. But, Lady Edelgard, we aren't ready. We'll need an entire host to keep them in check. And we have one. The Church. Forgive my impertinence, but that is not the plan. You are the man who once told me to leave no sword in its scabbard. Yes, but one must also take care not to wound themselves when unsheathing it. I am sorry, my lady, but this plan is ill-advised. I cannot support it. And even if I were to ignore common sense and go along, it still throws our future plans into disarray.
I thought you devised countermeasures to deal with the church. Use them. But those were meant for... Very well. Are you absolutely certain this is the path? I am anything but certain. Yet the bandit attack in the mountains created an opportunity we cannot ignore. And I doubt the appearance of this new mercenary is simple coincidence. Plans can be rewritten, Hubert. Either we're doing this, or we're not. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? I am with you, Lady Edelgard. As ever. Then let us walk forward on this path, and see where it takes us. I apologize for bringing this to you on such short notice, Archbishop. Not at all, Edelgard. But might I ask, what prompted this sudden desire to return to Inbar? We believe one of Tomas's collaborators may have infiltrated the capital. My word! Tomas tended the library at Garreg Mach for decades, with nary a blemish on his record. And then, without warning, he drops his disguise and reveals himself to be a vile sorcerer of terrible ability. Someone at the capital also fits that pattern. A man we know all too well. And who might that be? My uncle, and regent of the Empire, Bokhard von Arundel. His lordship briefly defected from the Empire before reappearing several years later. But he returned a changed man, and began seizing power almost immediately. Witnesses claim he wields dark magic in secret, and is able to change his appearance at will. That does sound suspicious, if these witnesses can be believed. I would ask that you do believe them, as the information comes from my own House Vestra. I see. And when you return to the capital, how do you propose to deal with this uncle of yours? Lord Arundel has the support of a number of influential nobles, including the Prime Minister, Duke Ayer. And while we have allies of our own, it's likely they'll require some convincing. To that end, we wish to bring our friends here at the Academy, their daughters and sons, with us under the supervision of Professor Yuritsa. We hoped you would consider deploying the Knights of Seros, so the Imperial Army doesn't get any strange ideas. You wish to march on the Empire, with the Church's knights at your back? Your support would give credence to our claims. Additionally, the Knights would keep the populace in check upon our arrival, thereby preventing the city from descending into utter chaos. The more I hear of this, the more credible the threat sounds. It's clear you have thought carefully and planned well. We intend to seize the palace with our own forces, and will do our utmost to contain the conflict there. But we still need your help. Please. I have two conditions. The first, when you capture Lord Arundel, he is to be turned over to the Knights at once. The second, our Knights are not to engage in battle directly. I would have it no other way. Step lightly, Edelgard. Should these claims about Lord Arundel prove false, we will take action accordingly. Make no mistake as to who will be held accountable. Understood. But please know we have nothing to gain from deceiving the Church. Very well. I will summon the Knights and let you instruct them as to your plan. May the Goddess watch over you all.
Well, that was certainly an unexpected conclusion to the whole Tomas saga. Thanks to his shapeshifting ability, he slipped free of the Knights and escaped. Shape-shifting. Yes, that's what I said. Also, I know what you want to say next. His powers are just like the ones you gave me. Widerstehen und schweigen. Don't feel like sharing, hmm? Na, wenn du schon sagen All the wolltest, doch nicht so same, wieder I neu. saw what you saw. Clearly, we don't have a monopoly on shapeshifting. And now that everyone knows about Tomas, some of them must have connected the dots back to me. At least they've had the grace to keep it to themselves. It's because they trust you. Hold on, someone's coming. Ah, there you are. Something wrong? I must return to the Imperial capital soon for an important matter. Will you join me? Most of the other Black Eagles are coming. What's this about? I fear I must keep that to myself until we're closer to the capital. But I promise you this. There will be battle, and you will have a chance to shine. Are you sure? I mean, these powers I have... Are like the ones Tomas used? Yes, that is a bit disquieting. Still, you've given me no reason to mistrust you. You could have wrested yourself free of us from the start, but instead you chose to stay here at the monastery. Lüge! Ich hatte nicht die Möglichkeit wegzugehen, die haben mich nicht gelassen. You fought by our side and helped us save Monica. I think I can give you the benefit of the doubt. But here's my true proposal. If you accompany us, there's a good chance you'll learn where your powers come from. Ooh, now that is intriguing. In that case, I accept. Thanks. Hm? Oh. Alter unbekannt. Wappen, keins, Flügel, Zugehörigkeit Söldner, Herziehen der Söldnerin, Hobbys, stärker werden als Söldnerin, aber geboren an einem Bergdorf in Leicester. Wird Söldnerin und bereist das Land ohne festen Wohnsitz, wird Studentin in der Militärakademie von Garrick Mach. Mag ihre Freunde lächeln sehen, ihre Adoptivmutter nicht hungern zu müssen. Mag nicht verlieren, Karten lesen. Zeitverschwendung. Wir haben so ein paar Infos über jeden. Ach, nehmen wir über die. Nur über 3. Edelgard. Weiblich 17, 158 cm groß, Kämpferin, Kaiserreich Adrestia, Prinzessin und Thronfolgerin des Kaiserreichs Adrestia. Mag Hobbys lesen, erkunden auf eigene Faust. 1162 geboren als 4. Tochter von Kaiser Inois den 9. des Adrestianischen Reichs, flieht mit ihrem Onkel Herzog Arundel ins Königreich, kehrt mit Herzog Arundel ins Kaiserreich zurück, tritt in die Militärakademie von Garrick Mach 1180. Talentierte Individuen, Diskussionen über Geschichte und Taktik, Natur, schöne Landschaft. Mag nicht. Alte und überholte Werte, Wappen, Ratten, Ketten, Schwimmen, Kontrollverlust. Und dann haben wir noch Hubert. Also für dich gute Infos. Männlich, 20 Jahre alt, 188 cm groß, Mönch, kaiserlicher Erbe des Hauses Vestra und Diener der kaiserlichen Prinzessin. Hobbys, Kriegsstrategien studieren, Edelgard. Das ist ein Hobby? Okay. 1160, geboren als ältester Sohn von Marquis Vestra, wird zum Vasallen Edelgards in 1167 und tritt mit Edelgard in die Militärakademie von Garrick Mach ein.
Mag Ironie, Kaffee, Intelligenz, nützliche Leute. Mag nicht die Kirche der Seros, wenn jemand Edelgard stört, Wetten, hochgelegene Orte, Nostalgie, Faulheit. Ich weiß, mit wem er nicht klarkommt. Mit wem er nicht mag. Monika ist jetzt spielbar. Männchen. Also, achso. Ferdinand hat dich für vorübergehend verlassen. Bernadette hat dich vorübergehend verlassen. Caspar, Leinhard soll ich sagen. Ich frag mich, was für ein Kampf uns da erwartet. Ich sollte mich umhören, um etwas mehr darüber zu erfahren. Ladislav. Einheiteninformation. Die 4 sind raus. Also ich muss... Wenn du vorhin das schon angesprochen hast. Also meine Favoriten sind aus den Leuten, die ich hier habe, wirklich Jess und Edelgard und Dorothy. Petra, ja, ist auch noch mit dabei, sieht noch schön aus. Monika, müsste ich mehr erfahren. Bernadette ist mir zu schüchtern. Bitte zu schnell weg. Oh. Ah, so, okay. Status 2. Einheitenparameter. Fehl. Unterstützungen. Carpe Diem. Okay. Gewährt für weniger Angriffe die Chance, Nicht-Kommandanten sofort zu besiegen. Die Chance erhöht sich mit Trefferzahl. Drücke C3, um kurze Distanzen zu verfolgen. Todesspieler. Wenn die KP 90% oder mehr betragen, die Führrate der Kriegsanzeige wird erhöht. Und Credo des Söldners. Befehl zum Angriff bei Gegnern verursacht Schaden ist 30% erhöht. Axtvernichter Level 2. Und die kein Bataillon. Oh. Unterstützungen. Was ist das? Lagerhaus, da haben wir noch was. Falls die Magie weiter erhöht Magie dauerhaft um 2. Ja gut, das brauchen wir nicht. Erhöht Resistenz, das ist mehr was für Edelgard, weil sie ist mehr ein Tank. Und dann haben wir noch feinste Magiekräuter, die sind... Ich würde die eher... Ja, die gebe ich eher Dorothy, weil die noch ein bisschen weniger hat. Ich weiß jetzt schon, eigentlich sollte ich das nicht tun, aber egal. Oni? Also Amiibos. Ja, ich habe keine Amiibos. Sowas wie Amiibos habe ich nicht. Brauche ich nicht. Auf der Taste, was haben wir da? Ach, genau das gleiche. Können wir irgendwas hier noch machen? Ich glaube nicht. Da dann noch. Achso, Waffenlager. Da kein Waffenlager. Ein Giftschwert. Kann ich irgendwie die Waffe wechseln? So. Einheitsinformation. Kann ich da was machen? Ja, kann ich nicht. Okay. Mal schauen, wie das geht. If you please. Ladislava, ich glaube, wir begegnen uns zum ersten Mal. Mein Name ist Ladislava. Ich bin eine der persönlichen Wachen von Maid Lady Edelgard. Ich werde Unterstützung leisten. Ich habe auf automatisch. Bitte. Ich werde Unterstützung leisten, wenn wir die Hauptstadt betreten. Ich denke, wir werden morgen an verschiedenen Posten tätig sein. Deswegen vertraue ich darauf, dass du sehr gut auf sie Acht gibst. Kaiserliche Generalin. Ich bin eine Kommandantin des Haus Vestras. Das Vestra nennt vielleicht keine erwähnungswerte Territorium sein eigen, aber es mangelt uns nicht an militärischer Macht. Dabei sind wir schon ein komischer Haufen. Einsicht ist der erste Schritt aber zur Besserung. Hey! Ich habe gehört, ihr wäret eine ausgezeichnete Kämpferin, aber da ist sicher nichts dran. Ich
Ich meine, ihr seid da kaum größer als ein Kind. Habt dünne Ärmchen und ein namenloses Milchgesicht. Ihr widerspricht. Sure? Namen beweisen nur eins. Du warst zu langsam und ich habe ganz sicher keine dünne Arme. Tja, wir werden es morgen sehen. Bleibt schön hinter mir, Milchgesicht. Ich werde euch beschützen. Mhm. Ich sagte jetzt schon, wer hier am Ende der Held wieder ist. Sie hat auf Ferdinand und Linhard verzichtet, aber so eine unbedeutende Adligen wie mich hat sie einberufen. Was denkt sich Milady Edelgard nur dabei? Nun, es ist natürlich eine große Ehre, kein Zweifel. Und eine gute Gelegenheit, das Ansehen meiner Familie bei Milady Edelgard zu verbessern. Mit den ganzen Leuten spreche ich später. Gleich. Seid unterwegs nicht zu laut. Die Wälder dieser Gegend sind die Jagdgründe von Haus Hereswilk. Leichtsinnig dort herumzuspazieren kann euch das Leben kosten. Und noch die Seiros-Ritter. Hallo, ich bin Verbindungsoffizier der Ritter der Seiros und hier, um den Angriff auf die Hauptstadt zu helfen. Ich habe das in der letzten Vorbereitungssitzung beigewohnt und muss sagen, wir Ritter können noch von Hubert lernen, was den Umgang mit Informationen angeht. Stets nur die nötigsten Informationen preiszugeben, klingt in der Theorie einfach, erweist sich aber in der Praxis oft als schwierig. Und auch wenn nur wenige unter uns die gesamte Situation begreifen, hat es doch noch kein größeres Durcheinander gegeben. Wie dem auch sei, wir werden in vollem Umfang mit Milady Edelgard und der Armee des Kaiserreichs kooperieren. Ach, Moment. Genau. Die wahre Macht des Kaiserreichs liegt bei den 6 großen Adelshäusern mit Premierminister Egir im Zentrum und Herzog Arundel als Regent. Ihr kennt doch die Adligen 6. Die bedeutendsten Aristokraten und steten Erben wichtiger Positionen wie der des Kriegs- oder Innenministers. Willkommen zurück, hallo, hoffentlich was lecker. It's you. Ich hätte nie gedacht, dass ich so bald schon die Gelegenheit bekommen würde, an der Seite von Milady Edelgard zu kämpfen, aber hier ist sie. Ich werde nicht tolerieren, dass diese Hundesöhne durch den kaiserlichen Palast stolzieren, als gehöre er ihnen. Oh nein. Bitte entschuldigt, ihr wisst vermutlich nicht, wovon ich rede. Nun, Milady Edelgard wird morgen alles erklären, also nehmen wir uns einfach vor, in ihrem Namen einen glorreichen Sieg zu erstreiten. Ja. Alles noch schön zu sehen und zu lesen. Wusstet ihr, dass sich unterhalb von Gartmart eine ganze Stadt befindet? Dort treiben sich jede Menge zwielichtiger Gestalten herum. Sie nennen diesen Ort Abyssus. Ich frage mich wirklich, was das wohl für Leute sind. Die Kirche interessiert sich aber nicht für sie. Sie scheinen also mit Thomas' Machenschaften nichts zu tun zu haben. Oder die Kirche ist von Anfang an mit Thomas unterwegs. Denkt ihr, es ist gut, dass ich hier bin? Ich meine, ja, wir wollen so viele gute Kämpfer, wie wir kriegen können, aber wenn es um die eigentlichen Pläne geht, tappe ich völlig im Dunkeln. Tja, ist jetzt nicht mehr zu ändern, jedenfalls werden wir im Kampf auf euch zählen. Na, wie die Leute wohl am nächsten Morgen reagieren, wenn Edelgard ums Eck kommt und sagt: Ach ja, Leute, wir stürzen jetzt den Kaiser. Ich habe einen Vertrag, nur deshalb bin ich hier. Für jemanden außerhalb der Kirche arbeitet. So basically. Also habt ihr einen Vertrag, der nicht mit eurer Arbeit an der Akademie zu tun hat? Ja. Monika! Excuse me. Over here. Ah, du kommst gerade recht. Ich wollte mich noch einmal bei dir bedanken. Das wollte ich schon viel früher tun, aber es war in letzter Zeit so hektisch. Und auch wenn Milady Edelgard mir leider nicht alles Detail berichtet hat, klang es doch so, als hättest du sehr zu meiner Rettung beigetragen. Also danke dafür und das kommt von Herzen. Krampf. Oh, Sekunde. Ah, Krampf. Muskel, lass das. Böse. Hör auf zu ziehen. Entspann dich.
Scheiße. Haha. Ein Krampf im Fuß. Scheiße. Hat das gezwiebelt. Spürst auf einmal nur, wie zwei deiner Zehen sich so denken, ja, wir gehen mal rein, wir versuchen mal unter den Fuß zu kommen. Oh, Scheiße. Einmal den. So, schon besser. Scheinbar okay. Oh, ich habe doch gar nicht so viel getan. In Wirklichkeit war es Edelgard, die dich gerettet hat. Aber ich bin froh, dass du in Sicherheit bist und wenn ich ein wenig dazu beitragen konnte, umso besser. Und ich bin zuversichtlich, dass du in Enbar noch Größeres leisten wirst. Oh boy, oh boy, oh bauen wir. Dorothy und Petra. Ich möchte nichts Anstandsloses sagen, aber Milady Edelgard hat sich ja viele Feinde. Wenn wir in Enbar ankommen, werde ich mit all meiner Stärke kämpfen. Ich kämpfe nicht nur für das Kaiserreich, sondern auch für Bridget. Diese beiden haben verschlungenes Schicksal. Antworten ist auch alles geben wirst. Einmal noch! Ich weiß zwar nicht genau, was hier vor sich geht, aber ich wurde angehört, um zu kämpfen. Und das werde ich auch tun. Besonders, da sich alle auf mich zu verlassen scheinen. Deine Anwesenheit hier gibt uns Beruhigung, also lass uns zusammen kämpfen und uns den Sieg holen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe ein komisches Gefühl. Vielleicht, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dieses Jahr in die Hauptstadt zurückzukehren. Unsere Gruppe ist auch ein bisschen ungewöhnlich, findest du nicht? Ferdi, Casper, Lynn und Bernie sind nicht dabei. Ich bin überrascht, dass die meisten Kinder der 6 großen Adelshäuser in Germach geblieben sind. Oh, aber Huey musste natürlich dabei sein. Wie dem auch sei, man fragt sich schon, gegen wen genau wir denn kämpfen werden. Oh, die werden so schockiert sein. Die werden sowas von schockiert sein. Hubert, erzähl mir was Schönes. Angesichts deiner Vergangenheit kann ich mir die Frage, ob du bereit für den Kampf bist, gewiss sparen. Wir werden in Enbar auf dich zählen, sei das Schwert in der Hand von Milady Edelgard und vernichte ihre Gegner. Du solltest auch wissen, dass der Sieg im morgigen Kampf auch für dich persönlich große Bedeutung hat. Fragen, was er damit meint. Könntest du das wohl auf eine Art wiederholen, die für mich auch irgendwie Sinn macht? Ich nahm an, mich durch genug ausgedrückt zu haben. Milady Edelgard hat doch mit dir über deine besondere Macht gesprochen, oder? Wenn nicht? Aber vielleicht lässt du uns die Tatsache, dass du dir der aktuellen Situation nicht bewusst bist, alles etwas ruhiger schlafen. Edelgard, dann erzähl mal. Morgen, wenn wir Enbar erreichen, also ruh dich aus, damit du für das Kommende gestärkt bist. Oh, wird es so schlimm? Ja, wir rechnen mit einem schweren Kampf, aber ich freue mich darauf zu sehen, welchen Beitrag du leisten wirst. Wir fragen. Oha, gegen wen werden wir denn kämpfen? Wenn wir kämpfen. Oh, unser Gegner ist niemand von großer Bedeutung. Ich würde aber gerne noch ein wenig warten, ehe ich diese Information preisgebe. Dann sehe ich mal zu, dass ich und meine Ausrüstung bereit für den Kampf sind. Danke. Oh, und vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, mit den anderen zu sprechen. Dich so ruhig und gelassen zu erleben, wird die unter uns, die den nahenden Kampf nervös entgegenblicken, beruhigen. So, ich hole mich lieber noch ins Ausfüllen, ehe es an den Kampf geht. Sprech mit Edelgard. Schon wieder? Haben wir doch gerade erst. Oh. Na, keine Beine. Danke, dass du mit eingesprochen hast. Es ist ziemlich spät geworden, du solltest dich für morgen ausruhen. Ausruhen und auf den Kampf vorbereiten? Ja. What? Solon's been unmasked. Yes, my lord. Rooted right out of the monastery. First Kranya's debacle and now this. What in the world is going on?
I know not, my lord. What are we to do? Keep our composure for a start. Send word to the kingdom and see that Cleobulus is informed. Tell him to remain prudent. If he must go into hiding, so be it. At once, my lord. Yes? Lord Regent, I have urgent tidings to report. You may enter. Forgive the intrusion, my lord, but we just learned the Knights of Seros march on Enbar. Their purpose is unclear, but they will arrive by morning. We've been turning ourselves upside down to make ready. The Knights of Seros? No. Do you think... There's only one person who could be behind it. How dare she bare her fangs at us? They may already be within the palace walls. Mobilize the guards and search. If anyone so much as looks at you askance, kill them on the spot. Yes, my lord. Her Highness has given the signal, Valdemar. Already? I had thought they were still negotiating. Things are moving rather quickly. The situation must have changed. Our children are still at Garrick Mach, after all. I admire how strong she's become. I just wish we'd had more time to appraise her competence. Well, if she's caught us with our breeches down, imagine how they feel. I can't wait to see the confused look on those dastards' faces. Oh, I'm going to enjoy every second of this. As if you'd be content to watch. Once the battle starts, you'll be knee-deep in gore with all the rest. Which means I'll have to make it clear where I stand. We can't afford to tear the Ministry apart by having the pen and sword at odds. These are your instructions. I imagine they may not come as a surprise to many of you. For some time now, Enbar Palace has been infested with the same darkness you saw in Tomas. They have made a puppet of the Emperor and plot with disloyal subjects to seize control of the Empire. Our objective is to stamp these traitors out, seize the palace, and reclaim the Empire for our own. You realize it's just us, right, Edie? That sounds kind of impossible. Still, the Empire is having many soldiers. Perhaps you could be changing their minds? Those who can be won over will be. And the realization they are fighting the Imperial Princess ought to dull the others' blades. We have also secured the cooperation of several nobles inside the palace. Very impressive, Your Highness. And very you. I suppose all that remains is to head inside and take care of business. Eine mitreißende Rede, Alter. Just you watch. We'll take them all down and have the bards singing our names by nightfall. So here we are, ready to deal a masterstroke to the heart of the mighty Empire. Life with you certainly isn't boring. Oh yeah. We'll infiltrate the palace through the rear gate, then apprehend Lord Arundel and Duke Ire. From there, we'll secure the palace's strategic positions, eliminating all resistance we encounter along the way. If that is our plan, then time cannot be wasted. You can hear them scrambling in the palace from here. Let's not wait for them to find their bearings. Lead the way, Your Highness. Oh, and make sure to keep her safe, Hubert. You know every square inch of that place, after all. Just mind you don't fall prey to your own distractions. These villains have had free run of my house for too long. Today, I take it all back. Na, das sieht doch jetzt nach einer besseren Schlacht aus.
Viel mehr. Einheiten platzieren. Okay. Kann ich ja. Bitte. Ja, ich kann es ändern. Geil. Lederschild? Nein. Gib mir mal Waffenlevel, ja. Gib mir das Giftschwert. Am nächsten würde ich ja hier noch eine Zweitwaffe. Bataillon. Du hast keine Bataillon. Hab ich ja noch. Oh! Habe ich hier viele Fähigkeiten. Windfeger. Oh, eine Fähigkeit würde ich gerne noch mitnehmen, aber geht nicht. Fertigkeiten. Haben wir noch was? Vollspirale. Da ist nichts. Nichts vernichtet. Ne, wir haben keine weiter. Das Wechsel? Ich habe kannst du mit unterschiedlichen Kombinationen der Signaturfähigkeiten, Fertigkeiten und Klassenaktionen der Einheit experimentieren. Klassen, die blockiert sind, gewähren der Einheit einen Klassenbonus, verwende einen Klassenbonus um. Okay. Wir sind jetzt hier. Das nächste wäre Schwertmeisterin. Und könnt Todbrief. Oh, ist noch gesperrt. Jawohl! Alles klar. Könnten auch hier Soldaten gehen, dann Kavallerie oder Pegasus und dann irgendwann Rittmeister, Dunkelritter, Falkenritter oder Heiliger Ritter. Ach du Schande! Gimmery, Bogenritter, Wyvern Lady. Ja, moin. Oh, ey. Myrmidone, damit hat man angefangen. Söldnerin, Diebin, Assassine, Gaunerin. Ah ja. Totenpriester, was ist das? Kann Magie einsetzen, stark gegen. Ah ja. Vorsprechen. Nein. Okay. Und das sehen wir nicht. Ah, okay. Wechseln. Kann ich den Einsatzort wechseln? Kann ich da irgendwie nur noch was machen? Eisenaxt. Ah, warte, du kriegst auf jeden Fall deinen Lederschild mit. Ah ja, okay. Bataillon, wir haben keins. Mhm. Kämpferin. Ja, wir wollen dich hier. Dich kriege ich hier zur Erzritterin hin, auf jeden Fall. Ich muss mal kurz gucken. Bitte wechseln. Steht nicht dabei, was man braucht, um die zu bekommen. Vielleicht muss man die hier auf 3 Sterne bekommen, damit man die die nächste freischaltet. Egal. Wir haben bis auf, ja okay, bis auf die nicht da sind, haben wir alle auf dem Feld auf jeden Fall. Eisenbuch. Jeder hat ein Eisenbuch. Erstmal. Fertigkeiten, keine ausgerüstete Fertigkeit. Klasse erst beim Mönch. Magier, Dunkelmagier und dann zum Dunkelbischof.
Dorothy, bei dir, was hast du? Da können wir auch nichts ändern. Fertigkeiten. Nichts, was wir einmachen können. Hexerin und dann zu Grimmery. Dann haben wir noch hier Monika. Der haben wir noch gar nichts nachgeschaut. Details. Da steht nicht dabei, was die für eine Rolle gerne hätte. Aber die ist auch Männchen. Ja, dann würde ich beinahe sagen, Petra nimmt Monika mit, Chess nimmt Dorothy mit und Hubert geht bei Hildegard mit. Aber Petra, dich haben wir noch nicht fertig gemacht. Über die haben wir noch nicht reingeschaut, wirklich. So, hast ein Eisenschwert, ist in Ordnung. Bataillon hast wir nichts. Schnellschlag, du hast noch nicht mal ein Level bekommen. Wenn du noch nicht so lange dabei bist. Du willst zu Gaunerin gehen. So wie es aussieht. Okay, haben wir das? Das Inventarmenü, ja, das hatten wir vorhin schon. Was ist denn das hier? Also die 4 spielen, können wir spielen und die beiden sind extra. E-Status, dann Abwasch. Ja. It was easy enough slipping in the back. So. Ja, ich unterbreche dich jetzt ganz kurz. Nicht beschützen. Our teamwork is becoming excellent. Moment, du sollst Monika mitnehmen. Our teamwork is becoming excellent. Here I go. No Du mistakes. nimmst It seems you could use some help. ihn mit Leave this one to me. und du kommst zu uns. This'll be easy with both of us. The knight's unexpected visit must have thrown the court into disarray. In that case, we'd best find and apprehend Duke Ire and Lord Arundel before they grow wise to our scheme. Duke Ire should be in the throne. We'll enter through the back way. Yes, that way he will never see our coming. But we must hurry. The guards along the way are in Duke Ire's employ, so deal with them as you must. It's not over. Hier haben. Ton stirbt wieder. Here I go. No, I'll provide some protection. I will gladly handle this. Oh, und ihr beide kommt mit mir mit. So, dann habe ich meine Ruhe. Thronsaal nun erreicht. Surrender, Duke Ire. What in the... No! Seal the gate now! Well, this complicates things. We'll have to cut around through the gardens. Send soldiers to the gardens! I want a sword on every path between myself and those rats! The man is so desperate he doesn't realize he's already lost. So let us break through and prove it to him.
Machen wir mal schauen, was passiert hier. Jo. Zwar nicht für die Chaos, aber war es wert. Aiding? No offense, but what's to stop him from running away? Oh, I already solved that particular problem. Abflug. Bumm. The time has come, ministers. Show the Duke your true allegiance lies with the Empire. Leopold von Berglitz. Apologies, Ludwig, but if you want to leave, it'll have to be through me. Waldemar von If Henry. you want back in, you must go through me. Although I must seem like nothing in comparison to that bear at the front gates. You would turn on me now. Preposterous. Wait, so those are the nobles you won over? Where did you find the time to orchestrate that? Now that we have Duke Aya pinned down, let us clip his wings for good. Kaboom! Habe ich gerade den Basiskommandant einfach nebenbei einen Schlag gegeben und der ist auch geplatzt oder was? Achso, das war. Ach, Basis nicht. Bollwerk, ja. Basiskommandanten sind ja etwas leichter zu besiegen. Ludwig von E. You're still outnumbered, and this isn't done until I say it is. It's finished, Prime Minister. Lay down your arms and surrender. Gonne Edegard, dir gibt nämlich den Befehl, ich will, dass du gegen den kämpfst. I don't care if you bring the palace down around us. Just do it! They're shooting at us? We should probably do something about that. I will Monika, gladly handle this. Orders besetzt du das? Ich gehe da drüben. Let us bring this stronghold down efficiently.
Einmal hoch, Pause. Während du da oben jetzt beschäftigt bist. Greif den da an. There. That should stop those fire orbs from, well, firing. Rimba! Watch this. How dare you! The ambitions of Ludwig von Eyre won't be broken by the likes of you. No surrender. Und kaboom! How can this be? I have riches, power. I am as great as a man can be. Well done, everyone. That just leaves Lord Arundel. Yes, but he... Not a Tu mal problem. eben. Move out. Not a problem. Nicht bewegen, sondern kannst du die aufmachen? Kannst du. Move out. So kann ich es auch machen. Dann haben wir dich beschäftigt. Du gehst mal. Jetzt muss ich gerade. Nächster Weg wäre. Jo. Unten rum, okay. Dich. Here I go. No mistakes. They must Du wirst den learn who they're up angreifen. against. I will gladly Monika. handle this. Willst du Orders das? received. is the one we need to worry about. Keep moving and remain alert. Duke Eyre's been captured already. Ach da. The wretch didn't even have the grace to buy me some time. Well, I've little interest in facing Burden. So it's time for me to deploy my wild card. Eine dunkle Barriere. Oh Doc, Gott. find the casters and strike them down so we might dispel this sorcery. Come, Voldemar. You and I can split up and sweep the palace. A fine idea, Leopold. Let us make clear to these fell warlocks that they are most Examensiege. unwelcome in this place. I'm afraid to consider how we'd stand without those two on our side. Ja. Und ich weiß auch nicht, dass ich nach unten links gehe. Let us bring this stronghold down efficiently. Währenddessen muss ich eben auch mal wieder ein Auge auf die Lebensanzeige von den anderen beiden werfen. So, Edelgard, du hast gerade nichts zu tun. Here I go. No mistakes. They must learn.
if we pair up? We'll do it together. I've got you now. Keep it up. We must eliminate the mages. These are definitely the same people who kidnapped me. So, dann bin ich noch eben weg. You people are all magic and no muscle. I'll snap you like twigs. You know, it may benefit us to learn more about this dark magic. So, nächster Befehl. Monika? Gladly handle this. Achso, greif du den dann. Here I go. No mistakes. Du gehst mal hier oben den angreifen. Monika soll dann die andere Festung übernehmen. So, kleiner. So, du bist da immer noch beschäftigt? Ja, ist fast fertig. Da hat immer jemand viel Schaden erlitten. Monika, die Festung besetzen. Das sind unsere Leute, die ich da gerade versucht zu vermöbeln. Let us bring this stronghold down efficiently. Monika. I will gladly handle this. I am here Schützt to das aid. erstmal. Also anders. Regeneriere dich erstmal. Da machen wir es ganz einfach. No distractions. Halt nicht wahr. I'll take up my turn. So, Monika, du, nächster Befehl. Komplette Offensive. This is just the beginning. You're worth 1,000 soldiers. Boah, wir haben ja auch über 1000 gekillt. The barrier should dissipate now. That still didn't stop them. It seems they came prepared for any eventuality. Quickly now! We need to reach Lord Arundel before he slips through our fingers. Any decided if Duke Ire or Lord Arundel and oppressed Her Highness will receive no quarter from us. You finally said something I like. Now let's go stamp them out.
Neue Mission, alle Bollwerke besetzen. I've got this. Macht ihr hier mal eine komplette Offensive. I've got this. Vollkart, voll. Wretched vermin. Nein. Das ist ungezählt. I admire your tenacity. However, you clearly have no concept of how terrifying I can be. Banish the darkness, and the terror will fade as well. So, alle Nebenziele erobert. Very pleased with me indeed. Whether or not she is pleased with you should be a secondary concern. The most important matter is what benefits Lady Edelgard. I got you. To understand the situation you're in. To act. Tollbesicht. I know when I am bested. Not happening. We are the darkness itself, and the darkness cannot be slain. He escaped. Cowardly of him, but we can take comfort in our victory either way. I guess. Now what? Huh? Are you kidding me? When mercs want to celebrate a win, we slap our open palms together, like that. Das ist eine geile Sache. Commendable victory, Lady Edelgard. Thank you, Hubert. Still, I don't much like how those rats managed to keep skittering away. I imagine that guy's pretty close with Kranya and Tomas, since he shapeshifted and all. Yes. They are all part of a clandestine organization attempting to conquer Fodlan from the shadows. Those who slither in the dark. Huh. Never heard of him. So, what is the plan now, Your Highness? We make ready for my coronation. Hubert, gather everyone in the throne room. At once, Your Highness. Oh, this is wonderful! Your Highness is going to become Your Majesty! Yes, but first I must speak with the Minister of Domestic Affairs, as well as the other counts. Also, I need you to go to the Knights of Saros. I wasn't expecting all of you this soon. What are you doing here? We demand an explanation. You arrested my father, Edelgard. How could you do such a thing without discussing it with me first? I'm probably not getting the finer points here. But you basically defeated both my father and Ferdinand's. Is that right? I wasn't fighting your father, Caspar. He was aiding me, as was Count Hevring. So, what about my father? Did you arrest him? Unfortunately not. Oh, okay. Look, I'm sure you have your reasons for all of this.
but maybe you should sit down and talk us through it. And I intend to. We'll reconvene later and clear everything up then. Monica, join me. We'll talk as we go. Nur da! Scheiße! Mittelstufensiege. Oh. Ich hab zu lange gebraucht. Level up, level up. Hierbei ist auf Level 3. Any experience is worth. Ich kann nur einen Helden geben. Hey, Level 8. Level 9. Gotta keep aiming higher. Zwei Sterne-Kämpferin schon. Ui, Edelgard, haut rein. What a fascinating power. One step at a time. I must make the most of this ability. Eisenaxt plus 2, Eisenaxt, Eisenbogen, Eisenbuch. Mittelstufensiegel, Mittelstufensiegel. Ermöglichte Einheit des Ablenken eines Mittelstufenexamens. Oh, kommen jetzt auch die Examens dazu? Eine Mission ab 75% nur dafür, dass wir Rang A erreicht haben. So Scheiße aber auch. And you say I have 2 years to complete these preparations. In cooperation with Count Hevering, of course. You and Hubert can finalize the details later. As I won't be choosing a prime minister for some time, I realize this may result in extra work for you. However, that also means more latitude to do things as you see fit, so long as you ensure we're prepared for a 5-year war. I will not rest until I discover a solution, Your Highness. So long as our military leaders don't tread on my toes, I shouldn't have too much difficulty. For something this big, you better believe we'll have plenty of need for resources. Leave it to a narrow-minded quill carrier like you to call that treading on your toes. In Her Majesty's name, I will decide what is and isn't appropriate regarding your needs. Also, anyone would seem narrow-minded when compared to a swollen-headed juggernaut such as yourself. A juggernaut, huh? Yeah, I like the sound of that. I see someone allowed his sarcasm lessons to lapse. Moving on. Lord Arundel's followers will doubtless attempt to interfere, so we'll need to keep a close eye on them. Once Count Varley joins us, we can discuss the matter I mentioned further. It seems he's just arrived, Your Majesty. Apologies for my tardiness. Gregoire von Varley at the court service. My, but attendance seems light. Where is the Lord Regent and the rest of our noble six? Duke Eyre stands accused of treason and has been dismissed as Prime Minister. He currently awaits judgment in one of our finer dungeons. Lord Arundel is a fugitive from the same crime and will be taken in soon. Dead or alive. It makes no difference. Well, this is a rather shocking turn of events. I had no idea Ludwig was capable of such things. Still, rest assured that I am nothing like him. Indeed. And as for the others, Duke Gert was dispatched to Western Fodland to conduct negotiations. And my father, the late Marquis Vestra, perished in the struggle to capture Duke Eyre. Which makes me the new Marquis Vestra, and Minister of the Imperial Household. Ah. You've nothing to fear, Count Varley. Her Majesty intends to bestow a great honor upon you. Majesty? Wait, you mean...
Ey, mit dem Blick, den er die ganze Zeit hatte und den Satz gerade, dir begeht, du hast die Ehre, vor allen Leuten von der Guillotine hingerichtet zu werden. Boah, ich kaputt. The title hasn't been formalized just yet, but as it stands, you should view it as a foregone conclusion. More importantly, Count Varley, there is a very important position I wish for you to fill. I intend to rebuild the Southern Church, and who better to be the bishop than you, our Minister of Religious Affairs? I will make my case to the Archbishop personally. Thankfully, Lord Arundel and his men are no longer around to obstruct such a move. You would bestow such a position on me? Make no mistake, it is a great honor, but are you certain? Very. Now then, your first duty in the role will be to oversee my coronation. Do not fail me, Bishop. I'm sorry to keep you waiting. Are you enjoying your stay at the palace? Zugeben, dass du dich unwohl I'm a fühlst. merc. I don't really fit in, you know? Understandable. Everyone here either is a noble themselves or serves one. However, that will change. As Emperor, I plan to end discrimination based on social status. Everyone will have a chance to rise to the top, whether they are born into the aristocracy or not. No more nobles or commoners, huh? That does sound pretty great. I'll be impressed if you can actually pull it off. Oh, I will. But at the moment, I have a proposition for you. Go on. We've successfully expunged the Prime Minister and the rest of that puppet government. But a certain amount of unrest is unavoidable, which means I must remain here in the capital. In other words, I can't go back to Garrick Mach and continue my studies. What about the others? Our noble families will be in disarray as we transition to my system and new heads of household take power. Of course, some, like Dorothea, are not as affected as the other students. But all of them have offered to stay and help rather than return to the monastery without us. If you'd be willing to do the same, I'd like to offer you a top post in my new military. David! Now there's a tantalizing offer. It's not like you have any real obligation to the church. Plus, it sounds like quite the thrill. I'm more of a hired sword than an officer. Which is why you're perfect. Hubert wants to recruit mercenaries such as yourself and form a new unit. I can't put some noble in command of them. That would be ill-advised. Das stimmt But they would allerdings. listen to a capable fighter such as you. You're Hubert's first and only choice. I don't know if I really have the experience for it. But if you have that much faith in me, I won't let you down. Having deposed Lord Arundel and Duke Eyre, Edelgard quickly arranges for her coronation, her eyes now fixed firmly on the monumental task laid out before her. All the while, the kingdom of Fargus is thrown into unrest over the right of succession, while the Leicester Alliance finds themselves pitted against an invading Almiran horde. Oh. Realizing the troubles of Fodlan will fall squarely on her young students' shoulders, Archbishop Rhea closes the Officers' Academy and permits her charges to return home. Vor allem, das ist alles nur der Prolog. Das ist ja noch nicht mal richtig. Das Spiel. Scarlet Blaze. The struggle commences. Okay, geht doch los mit dem Spiel jetzt. Prolog fertig.
It is the end of 1181. 2 years have passed since the Officers' Academy closed its doors. Having ascended the throne of Adrestia, Edelgard has begun to enact sweeping change. The Holy Kingdom of Fargus now calls Dimitri its king, while Claude reigns over the Leicester Alliance. All three house leaders have found their wings as rulers of a new generation. With the whole of Fodlan still reeling from these rapid changes, Edelgard decides the time has come to usher in a new era. People of Fodlan, the Empire will stand by no longer. Together, we rise against a church that has become steeped in deception and corruption. The church has used their doctrine to deny you power and reshape Fodlan as they see fit. They thrust upon you the illusion of nobility in order to oppress who they choose, and they helped create the Kingdom and Alliance as a pretext for war. Finally, they teased you with the promise of salvation from pain they themselves inflicted, and did so in the name of their own profit. Well, I say no more. The Empire has severed herself from their hypocrisy by restoring the Southern Church and nurturing her people's well-being. And today, we purge the world of their evil forever. We will retake Garreg Mach from the Central Church and stamp out any nobles who abet its depravity. By my title as Emperor Edelgard von Hresfeld of Adrestia, I hereby declare war against the false Church of Seros. Oh, wir haben The Krieg. past 2 years have flown by in but the blink of an eye. Okay, bevor wir jetzt irgendwie kurz weitermachen. Ich bin gerade verdammt gespannt, wie unser Charakter jetzt aussieht. And while they felt short, they were certainly eventful. The Empire has come far since we removed Arundel from power. We reformed the government, remedied our diplomatic troubles, and bolstered our military. And most significantly, we gave strength to the Southern Church, creating the perfect wedge against the Church of Seros. A shame our bishop has become the target of relentless censure as a result, why the Central Church even targeted him for assassination. Poor Count Varley. It could not have happened to a finer man. And then there's the matter of Lord Arundel. What are he and his minions up to now? Slithering in the shadows of Fodlan, much as they have done for centuries. It will not be easy to drag such adept skulkers into the light. Perhaps not. Then for now, let's remain focused on the formidable adversary ahead. Did you call us here, Edelgard? It's good to see so many familiar faces. Wir haben eine andere Art von unserer alten Rüstung, wenn ich es richtig erkenne. I did, and thank you for coming. This may be the first time I've seen all of you in the same room since the Officers' Academy closed. Likely, yes. We have all been rather busy marching down the separate paths life laid out for us. Or most of us have, anyway. Others, such as myself, managed to eschew work in favor of a more leisurely existence. Hey! I was working hard at staying in my room, but still. Father's been dreadfully busy, so he's never home. Which has been pretty nice, actually. I was returning home to Bridget. I finished my task, and now I have been returned here. Well enough. Now, as you know, the Empire will launch its attack on Garreg Mach in the coming days.
Emperor Edelgard will lead the invasion personally, and wishes for those present to form the backbone of her army. And as it has been some time since Adrestia had an army under the direct command of the Emperor, I fear we currently lack for officers. I trust each of you, and can think of no candidates better suited for the job. Will you do this for me? So you've got other plans for my father's army, I take it? Well then count me in. I'm ready to go whenever. I would have been happy with a life serving you here in the capital. But if war is coming, I want to see it through myself. I'll go wherever you go, Your Majesty. I'm always ready. Plus, it's good to know I haven't been training this hard for nothing. I've high hopes for you, and trust you will prove the wisdom of my decision. Just you wait. I'm gonna hurdle clean over those high hopes and show you what I can really do. Be certain to save some of your hopes for me, because I most assuredly have what it takes to succeed. And with that, new Empire Army, move out! Ferdinand, kindly leave the commanding and naming to me. Das Inventarmenü. Ja, ja, eine Erklärung des Inventarmenüs, das wir schon gesehen haben. Besitzer, Standesferien. Sie hat dir aber ein schönes Zelt gegeben, oder? Scheint sich auszuzahlen. Deine scheint sich auszuzahlen, die Rolle der Kommandantin einzunehmen. Allerdings, hier läuft alles ganz anders ab, als in den kleinen Trupps, mit denen ich früher unterwegs war. Jetzt habe ich einen Platz für mich, wo ich mich entspannen und meine Sachen in Ordnung halten kann. Das heißt wahrscheinlich, dass sie sich eine Menge von dir versprechen, möglicherweise sogar mehr, als man aufgrund des Instituts erwarten darf. Persönliches Quartier in deinem persönlichen Raum links auf der Minikarte des Blaseslagers kannst du dein Aussehen ändern oder Dokumente ansehen, wenn du nahe dem Schreibtisch A drückst. Okay. That reminds me. Ich muss schon sagen, das ist wirklich ein beeindruckendes Lager. Hast du gesehen, wie viele Händler es hier gibt? How tiresome. Bist du fertig mit deiner Besichtigungstour? Ich glaube, ich habe gehört, wie dein Arbeitgeber nach dir gerufen hat. Basislager. Immer bereitest du dich auf den Kampf vor. Du kannst mit deinen Verbündeten interagieren und allerlei Einrichtungen nutzen. Manuela ist jetzt spielbar. Ui, wir haben eine Priesterin. Ui, und wen haben wir noch? Jeritza. Ferdinand hat sich dir wieder angeschlossen. Bernadetta, Gaspar, Leinhardt. Einige Einheiten haben neue Ausrüstung erhalten. Die Römushalle wurde Menü extra des Titelbilds freigeschaltet. Und ich muss eine Pause machen. Ich mache eben kurz den Ton aus. Weil ich gleich wieder Clips laufe. Da möchte ich euch das jetzt nicht wieder antun. Deswegen, ich bin gleich wieder da. Ich muss nochmal eben auf Toilette. Bis gleich. So. Ich muss gerade überlegen, hatte der das Spiel erfasst? Automatisch, oder? Ja, erfasst. Alter, 29% erst. Also jetzt mal, wo wir den ersten Teil Galeon und Kaiser. Und Kontakt in Sachen Sichtkontakt. Noch nicht Schusskontakt. Kontakt ist Kontakt. Pass auf, sonst fährst du gleich nur in diesen Hafen rein. Da! Sag ich. Ich sag nur mal kurz guten Tag. Scheiße. Zu nah. Das nennt man, wie heißt das? Karma. Ja. Wie kann also nehme ich da unten den Wolf.
Ja, ich habe auch nicht alle DLCs. Aber ich habe hier die imperialen Sachen. Und ich will entspannt spielen. Ach, Ferien. Es sind Ferien aktuell. Hm? Du hast nur das Neueste, das, was ich jetzt spiele. Ich renn rein. Juhu! Weißt du, was ich mach? Warte mal, ich mache was. Ist egal, ich konnte mein Ding zu rufen. Weißt du, was das Problem ist? Ach, du liegst da, ne? Scheiße, Entschuldigung! Autsch, 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 autsch. Ey, das war ich gar nicht. Nee. Das war ein anderer. Ja. Das war der. Das war so gefährlich von mir gemacht, aber ich hab's durchgezogen und es war worth. So, da bin ich wieder. Dann wieder die Live-Szene, das Bild kommt sofort, die braucht einen Moment. Oh, das ist schon. So, zeig mal hier, Lagerinfos. Einrichtungseffekte bis zum nächsten Level, Trainingspunkte, Aktivitätspunkte. Eine Auszeichnung ist verfügbar. Okay. Inventar. So, warte. Das erste Wichtigste, was ich machen will, ist aber ja. Aussehen, ne? Können wir da, ne? Aus dem Alltag, aus dem Kampf. Okay. Chess. Akademieuniform, Kriegskleidung. Okay. Edelgard, Kriegskleidung, Akademieuniform. Okay. Aber die haben alle ihre Akademieuniform und dann Aktion ausgeben. Items kaufen. Ja, okay. Dokumente ansehen. Es liegen keine Dokumente zur Ansicht, okay. Aber der Krieg ist etwas zutiefst Menschliches. In diesem Sinne gleichen wir jenen, die auf der anderen Seite stehen. Aber wir können nicht koexistieren, also sind wir entschlossen, einander zu töten. Ich schätze, das liegt in der Natur der Sache. Petra! Ich hatte in den letzten 2 Jahren fern des Kaiserreichs viele Pflichten zu tun, aber sie sind nun alle erledigt und ich kann am Kampf teilnehmen. Ich habe festen Glauben daran, dass diese Schlacht für Bridget zu Frieden und Wohlstand führen wird. Gut, das zu hören, ich zähle auf dich, Petra. Gemeinschaftsareal. Kann ich nicht mitsprechen mit solchen Leuten, oder? Eine Auszeichnung ist verfügbar. Wo ist denn die Auszeichnung? Oh, Moment. Können wir... Inventar? Was hier? Klassenwechsel da. Ah, Mittelstufe ist das. Okay, warte. Edelgard, du bist doch noch auf der ersten, oder? Nee, du bist inzwischen Panzerlord. Festungsritterin und dann kommt da unten wieder was Geheimes. Hubert, du bist Mönch. Muss ich mal schauen. Kapelle. Ich habe mich immer für einen frommen Mann gehalten. Als ich hörte, dass wir Mach angreifen, war ich zunächst etwas sprachlos, aber als ich
dann von der Korruption der Kirche mit erfuhr und wie ihre Majestät die Kirche des Südens revitalisierte, um dagegen anzukämpfen. Nun sagen wir einfach, dass ich froh war, im Kaiserreich geboren worden zu sein. What can I do for you? Oh, wenn das nicht unser geschätzter Generälin ist. Wenn es irgendetwas gibt, mit dem ich helfen kann, lasst es mich jederzeit wissen. Wenn wir von jetzt an gemeinsam reisen, gehe ich davon aus, dass wir unsere Zusammenarbeit der Sache essentiell zuträglich sein werden. Warte mal, was mir gerade einfällt. Haben wir jetzt ein Bataillon? Nein, wir haben immer noch kein Bataillon. Ein neues Schwert haben wir auch nicht. Heroin-Relikte. Ah ja. Listen to this. Die Kirche hat alle verfügbaren Leute, die sie finden konnten, mobilisiert, um bei der Verteidigung von Garrick zu helfen. Darunter sind sogar welche aus diesem Abyssus. So heißt der Ort doch, oder? Also der unter dem Kloster. Ich habe gehört, dass sich die Kirche normalerweise nicht für diese Leute interessiert, aber in der Not frisst der Teufel ja bekanntlich fliegen. Wenn ihr allerdings welche von ihnen auf dem Schlachtfeld seht, könnte es sich lohnen, sie zu rekrutieren. Da fällt mir ein, ich habe noch einen alten Bericht über dieses Abyssus, wenn ihr mal einen Blick darauf werfen wollt, er ist gleich da drüben. Listen to this. Mhm. Gleich da drüben. Wo ist bitte gleich da drüben? Ja, egal. Hallo meine Freunde, du meine Güte, es muss wirklich lange her sein. Wie Manuela hat Edelgard auch mich hier bestellt, aber ich wurde damit beauftragt, die große Brücke von Myrdin zusammen mit Ladislava zu verteidigen. Dementsprechend werde ich nicht nach Garagmark aufbrechen. Ich hoffe also, dass du dich dort um alles kümmern kannst. Good day. Ich hoffe, es geht dir heute genauso gut wie mir. Sieht so aus, als wären wir beide in den letzten 2 Jahren zu Generälen ernannt worden. Und wir sollten bis aufs Letzte kämpfen, damit wir ihre Majestät keine Schande bereiten. Wir sind General! Jetzt sind wir Generälin! Ihr leistet gute Arbeit, Kommandantin. Weiter so, keine besonderen Vorkommnisse heute. Erinnert ihr euch an mich? Ich habe damals in Garagmark das Tor bewacht. Natürlich erinnere ich mich an euch, aber warum seid ihr hier? Tja, ich wurde im Kaiserreich geboren, aber als ich noch recht jung war, lief ich von zu Hause weg und trat dann der Kirche bei. Neulich erst habe ich nach etlichen Jahren zum ersten Mal einen Brief von meinen Eltern bekommen. Sie meinten, ich solle schnell ins Kaiserreich zurückkommen und als ich das tat, fand ich alle das hier vor. Ich sage euch, es wird nicht leicht, gegen die Leute der Kirche zu kämpfen, aber ich bin trotzdem froh, nicht für immer von meiner Familie getrennt worden zu sein. Söldner, moin. Oh, über eurem Gesicht hängen aber auch immer diese dunkle Wolken, oder? Warum gehen wir nicht in die nächste Taverne und lassen etwas Dampf ab, bis wir in der Reihe sind? Es würde den anderen bestimmt helfen, da euch zu halten, wenn ihr das tun würdet. So viele verdammte Leute. Wir haben eine Seltenheit gefunden. Eine Bernadetta, die draußen rumsteht. Was mache ich überhaupt hier? Ich wollte mich doch einfach im Anwesen einbunkern, gerade jetzt, wo Vater nicht mehr da ist. Aber dann habe ich mit Edelgard gesprochen und zack, schon hatte ich diesen dummen Drang zu kämpfen und bin hergekommen. Sagt, dass ihr Herz sie hergeführt hat. Ja. Manchmal muss man einfach seinem Herzen folgen. Meinst du nicht? Versuch einfach nicht zu sterben. Uff, Benny, du und dein doofes Herz. Versuch einfach nicht zu sterben. Mhm. Was anderes haben wir dazu nicht zu sagen. Oder was? Oh, das ist in der Tat ein schwarzer Tag. Sie schicken mich direkt an die Front.
Daher habe ich gerade erst geheiratet und ein Kind bekommen. Mein kleiner Liebling erkennt seinen Papa noch nicht einmal. Tun wir so, als hättet ihr das nicht gehört. So etwas vor der Schlacht zu sagen, bringt Unglück. Ich würde mal sagen, wir wissen schon mal, wer als erstes sterben wird. Ein kaiserlicher Soldat. Also gut, das wäre erledigt. Was kommt jetzt? Oh, tut mir leid, kann ich dir helfen? Wie du siehst, bin ich gerade sehr beschäftigt. Mein Bruder Randolph ist auch Teil dieser Armee und seinetwillen muss ich meine Arbeit also makellos ausführen. Ferdinand! Nur unter uns. Ich hatte in den letzten beiden Jahren mehr als genug Sorgen. Wie du weißt, befand sich mein Vater wegen Edelgard in solcher einer Lage. Nun, wie dem auch sei, die Dinge sind so, wie sie sind. Und ich werde ohne Unterlass daran arbeiten, Großes zu erreichen. Ihm erzählen, dass ihr gemeinsam euer Bestes gebt. Ich habe vor, dasselbe zu tun, also gehen wir diese Sache gemeinsam an. Ja, ich sehe sehr viel Potenzial in dir, also lass uns gemeinsam voranschreiten. Ich wurde in einer adligen Familie des Königreichs geboren, aber ich kam nie mit den Lehren der Servas zurecht. Doch als Söldnerin für das Kaiserreich wurde ich vom Minister des kaiserlichen Haushalts angeheuert und nun bin ich Kommandantin, wie ihr sehen könnt. Euer Gesichtsausdruck verrät mir, dass ihr nicht wisst, wer das ist. Nun, es handelt sich um Fürst Hubert. Oh. Manuela, wenn du verletzt werden solltest, lasse mich wissen, ich werde dich im Hand und Ohren heilen. Und ich kann mich nicht nur um Wunden an deinem Körper, sondern auch in deinem Herzen kümmern. Emotionale Verletzungen können in Kriegszeiten gefährlicher sein als physische. Sagen das. Es beruhigt dich und deine Krankenstation hier zu haben, das ist doch die Krankenstation, oder? Das ist sie. Nach der Schließung der Militärakademie hat Edelgard mich darum gebeten, sie zu verwalten. Und obwohl ich mich damit Garek Mach entgegenstelle, kann ich dieser Frau einfach nichts abschlagen. Ich sollte wirklich lernen, hin und wieder einmal Nein zu sagen. Did you need something? Offenbar ist es das erste Mal seit 300 Jahren, dass eine Armee dieser Größe in Fortland mobilisiert wurde. Die Armee griff das Kaiserreich von außerhalb an, dann griff die Allianz an. Es ist eine Menge passiert, nicht, dass ich dabei gewesen wäre. Caspar, mein Freund des Schwertes. Wieso hast du 2 Panzerhandschuhe? Egal. Ich hoffe, dass ich Sette, die rechte Hand der Erzbischöfin, oder Catherine Donnerkeil in Garek Mach zu Gesicht bekomme. Sie haben echt viele zähe Kämpfer auf ihrer Seite und ich kann es kaum erwarten, gegen sie alle anzutreten. Was ist mit dir? Der ebenfalls der Kampflust hingehen, behaupten, dass... Kampflust! Sehe ich genauso. Das weißt du doch. Je mehr Feinde ich erledige, desto mehr Ruhm erwartet auf mich. Gut so, aber passt lieber auf, ich werde nämlich mitzählen. Ich hab einen Counter, der das macht. Ich brauche nicht mitzählen. Monika und Lenhardt. Es nervt mich, wenn du nicht Bericht erstattest, sobald du deine Aufgabe erledigt hast, Lenhardt. Es nervt mich sehr. Außerdem gibt es da eine Reihe an Dingen, die du für mich tun musst, wenn du nicht beschäftigt bist, was auf den Großteil der Zeit zutreffen dürfte. Aber ich bin beschäftigt, damit mich auszuruhen, also lass mich bitte in Ruhe. Aber Ihre Majestät hat mich damit beauftragt, dich zu beschäftigen. Ich bin ganz ehrlich, ich stehe mich auf Monikas Seite, weil das ist gerade Kriegssituation. Da muss man Opfer bringen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dich vor nicht allzu langer Zeit ein Nickerchen habe machen sehen, Lenhardt. Monika hat recht, es wird Zeit, dass du deinen Beitrag leistest. Siehst du, Lenhardt, jeder durchschaut dich. Ihr zwei werdet mich nie verstehen. Doch natürlich, aber nicht in der Kriegszeit. Jevitzer. Du findest es seltsam, mich hier nach 2 Jahren anzutreffen? Nun, ich war einmal ein kaiserlicher Kommandant. Behaupten, du hättest es gehabt. Ah, das dachte ich schon.
Also habe ich die ganze Zeit über für die Kaiserin gearbeitet, so wie bei der Schlacht von Ember, ja? Ja. Habt ihr oder ich? Keine Ahnung. Dorothy! Hi. Ich habe oft mit Edel darüber geredet und mir vorgestellt, wie diese Tage aussehen könnte. Aber jetzt, wo er eingetroffen ist, mache ich mir Sorgen. Unser Ziel ist Garagmaga, was bedeutet, dass wir bestimmt eine Menge Leuten begegnen, die wir kennen. Nicht in sie hineinfühlen. Klar, es ist schwierig, gegen Leute zu kämpfen, die man kennt. Bist du sicher, dass du mitmachen willst? Ich bin hergekommen, um zu kämpfen. Das werde ich auch tun. Das andere wäre so dieser Moment, so man hat Leute kennengelernt und man haut denen da ins Grunde die Axt ins Gesicht und behandelt ihnen nicht mal mehr richtig. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich dir gerade laber. Hallo, du musst Chester sein. Ich bin Randolph von Berkelitz. Obwohl wir nicht blutsverwandt sind, bin ich doch Caspers Onkel. Wie ich höre, bist du mit dem Schlachtfeld sehr vertraut. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir im Dienst unseres großen Kaiserreichs zu kämpfen. Ich dachte gerade, Edelgard gesehen zu haben, aber nee, die ist ja drin. Wie ihr wisst, befinden wir uns bereits in den Gebieten der Allianz von Leicester. Acheon Fleckton, dem dieses Territorium gehört, ist nicht für seine Zuverlässigkeit bekannt. Und solange Graf Leicester im Norden dem Kaiserreich jedoch treu ergeben ist, sollten wir keine Probleme bekommen. Vorausgesetzt, wir werden in Gartmar nicht ausgelöscht. Hierbei, was hast du zu erzählen? Bevor ich zu Edelgard gehe. Die Schlacht hat endlich begonnen. Unser Kampf um Leben und Tod gegen die Kirche der Mitte. Ich bete dafür, dass deine Arbeit in den letzten 2 Jahren sich für unsere Sache auszahlt. Zunächst müssen wir die Gebiete erobern, die Viscount Burgundy und von der Allianz gehören. Er ist ein wenig einflussreicher Adliger östlich von Gartmar, der stark von der Kirche beeinflusst wird. Ah ja. Tut mir leid, wir sind noch dabei, unsere Strategie zu erarbeiten. Ihr solltet sicherstellen, dass ihr bestens vorbereitet seid. Hier führen wir alle Erfolge auf, die ihr erzielt habt. Für die Erfolge, die ihr erzielt habt, halten wir Belohnungen bereit. Also zieht los und meistert die paar Aufträge auf euren Abenteuern. Ah ja. Das sind diese Auszeichnungen, die... okay. Möge von Nutzen sein und Lebensfrucht. Erhöht maximal die KP dauerhaft. Und danach geht es erst mit 20 Auszeichnungen weiter. Wie viele Auszeichnungen gibt's? 450. Ein Kelch, der von der Göttin gefertigt wurde. Der Folge, ja, das sind dann solche Sachen. Any result's a good result. So, dann Edelgard, kommen wir zu dir. Was ist das? Adel des Kaiserreichs Teil 1. Oh Gott. Wenn man lesen will. Dokumente ansehen. Ah, das sind dann die Dokumente, die ich dann auf dem Tisch habe. Do you have a moment? Willkommen zurück, Tschüss. Lass mich davon erzählen, wie wir im Weiteren geplant haben. Okay. Bitte lass es Autosprache sein. Ui. Sieh dir diese Karte. Unsere Truppen bereiten sich vor, von ihrem Lager aus aufzubrechen. Es liegt hier. Unser Ziel ist Garagmark. Es liegt dort. Die Adligen, deren Territorien wir auf dem Weg dorthin durchqueren müssen, sind mit der Kirche verbündet. Sie werden versuchen, uns aufzuhalten. Wir müssen diese Gebiete auf dem Weg nach Garagmark eines nach dem anderen erobern. Wir dürfen uns keinem unserer Gegner überrumpeln lassen. Bereite dich also sorgfältig wie möglich vor. Hast du dich schon im Lager umgesehen? Wenn du noch möchtest, kannst du das Übungsgelände und den Marktplatz nutzen. Ich
habe dafür gesorgt, dass du deine Waffen verbessern und dich auf den Kampf vorbereiten kannst. Yeah. Oh, und jetzt können wir... Boah. Jetzt können wir uns den Rest anschauen. Oh, im Lager umherbewegen. Lehrmeister. Hey, ich bin auf einmal vor dir aufgetaucht. Wundert dich nicht. Hier könnt ihr euren Körper und Geist stehlen und neue Klassen erlernen. Eine gute Vorbereitung kann nie schaden. Wir werden euch hier sicher noch öfters sehen. Übungsplatz. Turniere. Den Klassenlevel, Level up, Level zurücksetzen. Erhöht den zurück. Klasse erlangen. Erhaltet die Zertifizierung für eine neue Klasse. Übungskampf. Hier kannst du Einheit oder Klasse im Kampf erleben. Klasse erlangt. Aha. Können wir? Da brauchen wir einen Oberstufensiegel. Und die haben wir ja gerade. Die Flügelklasse. Edelgard hat ja schon ihre Stufe. Jobert! Ah, okay, man muss die vorausgesetzte Klasse meistern, damit man die nächste Klasse lernen kann. Du kannst hier Magierin werden, aber du bist hier auf dem Priesterin fähig und deswegen lasse ich dich auch so. Trainiere. Einheit wählen. A und B machen wir mal. Yes. Mit Flügel. Ja, mit Flügel. Packen wir hier dazu Edelgard mit Panzerlord. Bei B packen wir rein. Manuela ist ja schon. Giritza, weil der ist unsere einzige Kavallerie gerade. Und Ferdinand. Mit Soldat. Als letztes packen wir mit rein Hubert. Und wo haben wir dich? Dorothy oder Petra? Dorothy, beide Magier. Zurück. Ja, beginn mal das Treten. Performance, but acceptable. Perfekt. Perfekt. Jo! Wir haben einfach mal eben Ferdinand auf gemeistert. List des Beitrags. Lanze, kreisfähiger. Glaube. Only thorns left on this rose. DD, Resistenz 2. So, Klasse erlangen. Ferdinand! Du hast gerade eine Klasse gemeistert, also gib mal hier Kavallerie. Folgendes, wenn Mittelstufensiegel. Ja, mach mal. Klasse erhalten. Yay, wir haben einen Kavalleristen. Ja, er ist ja fertig mit seiner Klasse. Jetzt noch irgendjemanden außer Manuela? Nee. Übungskampf. Nee. So. Dann geht's jetzt weiter zur Waffenmeister. Willkommen, schaut euch gerne unsere großartigen Waffen an. Ausrüstung kaufen. Eisensachen. Die sind nicht großartig, das ist das Minimum. Come back soon. Und dann gibt's noch den Verkäufer. Ich habe eine Menge Güter, die sicher nützlich werden. Ich freue mich darauf, Geschäfte mit euch zu machen. Der Laden. Vor allem diese Musik, die hier bei Mittelstufe Siegel, alles klar. Für 600G.
Beliebt bei Frauen und Leuten, die Gartenarbeit mögen. Angeln. Gerne Süßes essen. Dann kann ich hier mit Leuten Geschenke geben. Zumindest haben wir das nötigste. Zeit an die Arbeit zu gehen. Sprech mit dem Strategen. Bevor ich das mache, gehe ich wieder zum Lehrmeister, weil bisher habe ich nichts anderes. Dann kann ich hier weiter trainieren. Damit rechne da eine Stufe. Die beiden nehme ich da jetzt raus. Weil Klasse einfach. Also die sind schon bei der Mittelstufe Klassen. Da würde ich dann doch lieber eher die anderen reinpacken. Hier ein Mönch und Casper zum Beispiel. Gut, wir haben auch beide Mittelstufen schon, deswegen können wir auch raus. Ferdinand hat Mittelstufe, dann haben wir Bernadetta noch und Petra. Und die beiden haben auch noch ihre Anfangsklasse. Dann Neymond. Training beginnen. So I'm facing you, Linhart? Good. I could use some practice against someone taller than me. Oh, have it your way. But just for a little while. I make more progress with you around. Hey, beide fertig. Hope this is good for something. I work to grow. This is quite fascinating. Can't let this power go unused. I must make the most of this ability. Only thorns left on this rose. So. Klasse lang. Hubert. Du gehst auf Magier. Ja. Genau, gib an und flieg hier durch die Gegend. One cannot achieve victory without challenge. Ja, auch auf Magier wechseln. Du kannst zwar auch die andere Klasse lernen, aber das möchte ich jetzt nicht. Und du bist auch auf Magier. Ne. Okay, das ist die Klassenanimation. Okay, hab's kapiert. Guess I'll have to learn something new. Ja, auf Magier bleiben. Abuela, ja, okay, passt. So, und dann trainieren wir. Euch beide brauche ich jetzt nicht mehr trainieren, weil ihr habt jetzt Mittelstufe Monika. Und habe ich noch jemanden? Nö, noch jemanden habe ich nicht. Oh dann, tschüss. Und Training beginnt. Ja. Monika fehlen nur noch 4 Punkte. Not that there's any point in me getting stronger. I work to grow. There must be more to this. Hey, anything that makes me stronger. One step at a time. Ja, ich würde mal sagen, wir haben jetzt so ein bisschen alle trainiert. Klasse erlagen. Lennart. Priester. Ich weiß, welche Klasse so gar nicht zu Lennart passt. Hier dieser Panzerlord. Also irgendwas, was schwer gepanzert ist. So, du wolltest auf den Banditen, dann Krieger und dann Weibernlord. Oh, triffst du. Ich habe noch 2 Mittelsiegel. Klasse halten. Can't wait to try this out. Bandit. Bernadetta hat noch eine Klasse. Schützen. I just wanna go home. Ja, zu Schützen wechseln. Jetzt bräuchte ich eigentlich noch einen für, wo haben wir dich? Petra? Ja, für Petra.
Na gut, gehe ich hin zum Laden, hol ein und dann... Was ist das? Ja, falscher Laden. I carry a little of everything here. You've got an eye for quality, friend. You've got an eye for quality, friend. Gib mir alle. Weil du hast nur eine gewisse Hope Anzahl. to see you again soon. Lebenssticker. Training can be the difference between victory and defeat. Etwa. Du willst zur Diebin werden. Oh, kriegst du. This is a way to get more power. Und damit haben wir das fertig. Jetzt will ich noch ganz kurz eine Sache gucken. Und zwar Ort, nicht persönlich. Kapelle, ja, bei der Kapelle war die ja in der Nähe, oder war die doch beim... Oh, Moment, da ist ein Dokument. Einfach durchgehen, vielleicht kriegen wir dadurch irgendwie irgendwann später irgendwelche Situation, extra Sachen, wenn wir die einmal sehen. Ah, ist nichts mehr. Ah, das müsste. Ja. Warte mal. Eine Art Durchgang weiterer Nachforschungen sind notwendig. Außerdem ist uns durchgekommen, dass es hier unten seit Jahren ein Haus gibt, das Studenten aufnimmt, die nicht länger in der Akademie bleiben können. Das Haus ist als das der Silberwölfe bekannt. Die meisten Mitglieder sind ehemalige Studenten der Akademie, da jedoch weit und breit kein Magister vorhanden ist, ähnelt dieses Haus eher einer Bande von Studienabbrechern. Hier Studenten werden von den Bewohnern besonders oft hervorgehoben. Ihr Namen sind Juri, Konstanz, Happy und Balthus, die Kirche. Klingt ein alter Bericht, der kaum lesbar ist. Okay, auf die 4 Leute sollte ich Acht geben, wahrscheinlich. Irgendwas im Wachturm? Achso, die Leiter will man nicht hoch. Na, dann geht's jetzt auf zum Strategen. Bin verantwortlich für die Aufgabe von Marschbefehlen. Sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr in den Kampf ziehen wollt. In den Kampf ziehen, sprich mit dem Strategen, um in den nächsten Kampf zu ziehen. Du kannst auch am Tor des Versuchslagers ausrücken oder ZR drücken. Which battlefield are you headed to? Die Kriegskarte. Ja, die Kriegskarte kannst du Schlachtfelder auswählen, auf das du ausrücken willst. Blaue Regionen bereits erobert, rote Regionen können erobert werden. Wenn du Kämpfe gewinnst, eroberst du diese Region und erhältst zudem Zugang zu allen benachbarten Regionen. Über die Kriegskarte kannst du erneut zu Gebieten ausrücken, die du bereits erobert hast. Dieses Kapitel umfasst mehrere Kämpfe. Hauptquest, der letzte Kampf dieses Kapitels, Subquest, andere Kämpfe im Verlauf des Kapitels. Schließe die Hauptquest ab, um die Geschichte fortzusetzen. Hauptquests und Subquests werden auf der Kriegskarte unterschiedlich angezeigt. Na, so komme ich wieder ins Lager. Okay. Na, aber anderes kann ich nicht machen. Okay, das ist dann die Mission. Und dann mal auf Arsch. Auf in die Schlacht!
Alle Gegner werden besiegt. Geil. Flugrouten. Manchmal gibt es Flugrouten über Klippen und andere was auf der Karte mit markiert und können von flugfähigen Klassen wie Pegasus-Reitern genutzt werden und das auch nur während sie reiten. Drücke in der Nähe oder begib dich und spotten auf sie zu, um automatisch auf die andere Seite zu kommen. Okay. Okay, was machen wir jetzt mit dir? Auf den Inventar können wir hier. Nach Bataillone haben wir immer noch nicht. Ich will Bataillone! So, wir haben Monika dabei, wir haben Petra dabei, wir haben mich da, uns dabei und wir haben Edelgard dabei. So, schicken wir dich nach unten und dich hier nach hinten links und dich oben bis zum Ende und wir gehen nach da oben ins Gebiet. Alle müssen besiegt. 2 Spielermodus. Abgepellte Fee kannst du im Kampf den geteilten Bildschirm für 2 Spieler aktivieren. Der geteilte Bildschirm für 2 Spieler ist in bestimmten Quests nicht verfügbar. Ja, okay, ich spiele alleine, weil ich hier niemanden hier hab. Kampfkarte, was ist das? Autokampf Inventar. Status. Okay. Da. Kann ich jetzt irgendwie die Leute als Adjutanten mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Wir haben 7 Minuten, müssen 500 besiegen und 30% dürfen wir nur allein. Victory awaits. Here I go. No, but they must learn who they're up against. I will gladly handle this. Monika, du kommst her. Machen wir hier als Adjutant. Begin. Etwa die Roten angreifen. Now show me your courage. Do you want me to lay an ambush? You must be more careful. There's nothing we can do for you once you're dead. Nein, Enden sind nicht länger für Einsätze oder Unterstützungsgespräche verfügbar. Ja, wir spielen im Anfängermodus, weil ich keinen Nerv auf sowas habe. How can I face my comrades after this? Edelgard ist fertig. Here I go. No mistakes. They must learn who they're up against. Angreifen. I'm dragging the others down. Success was to be expected. Let us begin our advance. Lend a hand, would you? I do hope you'll make this fun for me. I can't say I like how this is unfolding. This place won't be a problem anymore. I was lacking caution. All would be lost if I were to die here. How does that please you? We'll give you a hand.
So. Not a problem. I've got Kümmere dich um I die. see why Lady Edelgard likes you. All done. Just in case. What is the next order? I'll not falter. I got this. For the love of Take a breather. It's no use. We can't gain any ground. You got my back? Let us join forces. We'll do it together. I've got you now. I've got Time to make a name for ourselves. Ui, Petra war aber schnell da. Don't mind if I do. My accomplishments won't mean a thing if I'm not still standing when the battle's over. You're worth 1,000 swords. Ich habe nicht genug Gesicht. Victory is ours. Egal. Weibliche Wucht. Ah, doch genug besiegt. Das wollen wir jetzt als Belohnung bekommen. Streitkolben. Petra, Level 3. War feeds my body and mind. I won't Halt. let myself Ja. stop here. Warum wundert mich das eigentlich nicht? Gut, ich spiele auch mit dem Charakter die ganze Zeit. So, Flügel ist fertig. Und Monika, die Männchen fertig. All right. Ware. One step at a time. Hallo. Verschiedene Klassen meistern. In Einheit kann einige der Fähigkeiten und Kampftechniken und Teil der Magie, die sie in andere Klassen gelernt hat, weiterhin nutzen lassen. In Einheit zu anderen Klassen wechseln. Also macht es Sinn, mehrere Klassen zu meistern. Das war für mich die einzige Frage, ob sich das überhaupt lohnt, mehrere Klassen zu meistern. Jetzt 10 Strategieressourcen. Strategieressourcen durch die Eroberung von Regionen. Ah ja. The Imperial Army has invaded Burgundy, and will reach Garreg Mach within the month. With no way to stop their advance, we must ready ourselves for a siege. We sent the bulk of the knights away last month, after the Western Church occupied one of our sacred sites. The forces that remain are thin at best. How are we to hold the monastery with such short-handed numbers?
It is possible the Empire orchestrated that entire incident to bleed off our strength. Look at how thoroughly information about it was buried, and how quickly the Empire invaded after declaring war. It all feels carefully calculated. I would not put it past them. If they bring war to our doorstep, they will want us on the worst footing possible. If the tides turn against us, we may have to abandon Garreg Mach. Never! Edelgard is already using the Southern Church to erode our legitimacy. And now she has the gall to try and remove us by force? There can be no mercy for tyrants. So help me, I would like to put her entire army to the sword myself. Is it truly too late to prevent bloodshed, Lady Rhea? Edelgard must have her reasons for doing this. If so, they elude me. The woman seems to consider our church's very existence an abomination. Yet she has gone to the trouble of reviving the Southern Church, which implies she does not mean to destroy the faith outright. Perhaps Garreg Mach is the true prize she seeks. Or worse, this entire invasion could merely be a precursor to conquering all of Fodlan. Her purpose matters not. Our charge is to defend the monastery at all costs. I took an oath. I swore I would never again suffer the boots of thieves to sully this land. Rhea. It is a low form of comedy we find ourselves engaged in this day. To think the descendants of their empire will be the first to invade Garreg Mach. All the more reason to prevent it. I care not if we shared blood countless generations ago. I will not permit anyone to defile Mother's resting place. Erkundungspunkte. Schließe eine Subquest ab. Erkunde sie, um alle möglichen Belohnungen vorzustellen. Ah ja. Okay. Danke euch mein Leben. Nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Umschmuck, nämlich ein Bauwerk, das an einem führenden Kampf erobert wurde. Rüsten eine Brücke. Ich habe auf automatisch noch stehen gehabt. Mauer, einen verborgenen Schatz gefunden. Und jetzt scheint, als wären die Bewohner geflohen. Sie haben einige nützliche Gegenstände zurückgelassen. Grobes Baumaterial. Erobert Gebiet für Kehr ins Lager umzuhalten. Kavallerie, Priester, Bandit. So, das ist immer das, was wir jetzt wie wir einstellen. Erst ein Moment, Jess. Okay, was geht's? Fragt Monika, was sie will. Was will denn? Es ist so, dass wir nicht genug Leute haben, die bei den weniger dringenden Aufgaben der Armee helfen können. Wir hören uns schon nach Freiwilligen um, aber ich würde es sehr schätzen, wenn du ebenfalls aushelfen könntest. Besuch die Arbeitsmeisterin, wenn du dich freiwillig melden möchtest. Das ist dann wahrscheinlich das andere. Ich suche nach Freiwilligen, die mir im Lager helfen. Wir müssen alle dazu beitragen, das Leben hier so angenehm wie möglich zu gestalten. Du kannst dich im Basislager zusammen mit 2 Verbündeten freiwillig melden, um den Unterstützungswert. Okay. Care to make yourself useful? Pferde pflegen. Lagerbestand überprüfen. Ausrüstung pflegen. Dokumente ordnen. Einen Verkaufsstand. Machen wir mit Edelgard und Hubert. Dokumente. Ja. I've got nothing to worry about with the two of you on the job. Ja, aber so.
There's something to be said for working here with everyone else. Don't you think, Hubert? Quite so. I will not refuse any situation I can twist to my advantage. Zwischen den Reihen wurde etwas gefestigt. Unterstützung wird von dir. Du erhältst eine Reputation. Stimmungsopfer. Aktive Freiwillige. Mitarbeit. Unterstützungslevel. Ja. Bringt nützliche Effekte. Defekte als Adjutant führt sie jetzt schneller, füllt die Adjutant als Schutzanzeige, sind Partner Spezialangriffe mächtiger. Fähigkeit bis Level 1 geteilt, 2 geteilt, 3 geteilt. Moral. Je voller die Moralanzeige, desto mehr Schaden fügt dir zu. Wenn die KP einer Einheit während des Kampfes auf 0 fallen, wird ihre Moral auf eine Stufe gesenkt. Beim Übergang zum nächsten Kapitel wird die Moral auf ihre Ausgangszustand zurückgesetzt. Ja, kann man im persönlichen Quartier dann ausgeben. Yay! Wie ich sehe, bist du mit allem fertig. Vielen Dank. Nach all der Arbeit bist du sicher sehr müde und gönnst du dir nicht eine Pause im Verpflegungsbereich. In dem Fall erlaubt mir dich zu begleiten. Ich bin selbst ein wenig hungrig. Du bist schon eine ganze Weile lang Söldnerin. Ist das richtig? Hast du bestimmte Präferenzen, wenn es um die Verpflegung der Armee geht? Sagen, dass du dein eigenes Essen zubereitest. Ja, normalerweise mache ich mein eigenes Essen. What? Wie faszinierend. Ich muss unbedingt eine deiner kulinarischen Kreationen kosten. Keine Sorge, die Armee hat Zutaten, die du nutzen kannst. Koche eine Mahlzeit für einen Verbündeten. Wir stellen hier Essen für alle Mitglieder der Armee zur Verfügung. Bringt euch eure eigenen Zutaten mit und bereitet eure eigenen Mahlzeiten zu. Ja, okay. Wir können eigene Mahlzeiten machen. Mini-Fischpreise. Die Erweckungsanzeige. Oh, Moment. Erhöht Erweckungsanzeige. Bei Kampfbeginn Erweckungsanzeige etwas auf. Die Erweckungsanzeige füllt sich etwas schneller. Ja, nehmen wir das. Ferdinand und Petra. Küchenmeister. Gut. Oh, nicht mal perfekt. Yeah, the flavor's not really there. Might want to try something different next time. No. Did you really? Oh, you did. This is my absolute favorite. Thank you. This surprise pleases me. How did you know I would have enjoyment of this? Zu Beginn eines Aktivitäts werden deine Aktivitätspunkte vollständig aufgefüllt. Du sammelst auch Aktivitätspunkte, wenn du auf der Kriegskarte Gebiete eroberst und Erkundungspunkte erforscht. Impressive. Ich kann kaum fassen, dass du solch eine hervorragende Mahlzeit mit diesen Zutaten zubereitet hast und mit so einfachen Mitteln. Es wäre eine wundervolle Geste, wenn du auch für die anderen kochen würdest. Findest du nicht auch, dass es wundervoll ist, mit Vertrauen Freunde Geschenke auszutauschen? Ja, hast du auf dem Schlachtfeld einige Schätze erwartet. Vielleicht könntest du sie jemandem schenken. Das stimmt, vielleicht sogar sollte ich Eligard etwas geben. Stützungsgespräche, ja, okay. Unterstützung. Nee. Ach, mit Petra. Hey there, Petra. Off to train? I'll join you. That would give me much joy. An opponent with toughness will keep me upon my toes. You mean me? Nah, you're way tougher than I am.
Also, aren't you a queen now? I didn't realize dawn to dusk training was part of the Brigid Royal Regimen. I have not become queen yet, but there is an understanding that it will happen. And yes, in Brigid, royalty must have knowledge of fighting. I mean, we must know how to fight. To be leading our people, a ruler must have more strength than any other. They must be the hardest to kill. My people are expecting this of me. So it's the toughest person calling the shots, huh? I love it. What could possibly go wrong? This is how it is meant to be working. But such things do not always go with smoothness. Mercenaries are always seeking strength too, correct? That's true. A merc lives and dies by the sword. If you're not better than the next opponent you face, they'll be the last one you face. Yes, dying is without productivity. But it gives me surprise that you do not avoid jobs of danger. A queen must be facing any wolf who comes to her door, but you can have pickiness when selecting fights. Depends on how much food you can put on the table that week. Most of us mercs barely scrape by hand to mouth. End of the day, it's just business. Some mercs will take the coin and blow town, and some employers are more than happy to hang us all out to dry. I guess you don't have a lot of sellswords in Brigid, huh? Correct. We do not require the selling of swords. In Brigid, everyone is a hunter. Everyone is a fisher. Everyone is a warrior. There is no need to be hiring, or to be hired. That sounds incredible. In a place like that, nobody'd have to risk their life just to get a bite to eat. Your words give me great happiness. I will always be full of pride for Brigid. Das hat Stationslevel C erreicht. Noch jemanden? Nee. Lagerhaus. Hab ich hier ein Geschenk? Jo, Blumenschmuck. Dann Einheit Edelgard. Hallo Chef. Hier. Ein Geschenk geben. Das war Natur. Natur! I appreciate this. Ich weiß es zu schätzen. Du besitzt jetzt kein Geschenk, die du überreichen könntest. Unterstützungsgespräch. You know, I don't believe I ever asked your feelings about this war. On the surface, it must seem as though we took Fodlan's fragile piece in our hand and shattered it into 1,000 pieces. What? Is it deep conversation time now? Where'd that come from? It's merely that we've never discussed the matter, and you are in a fairly unique position amidst this all. I thought you might be able to provide some perspective on how an outsider views the actions Adrestia has taken. Neutral. I don't know. Don't think I really feel too strongly one way or the other. You have nothing to say? Nothing at all? That's how it goes when you're a merc. War? Peace? Doesn't matter. My job's the same either way. It's just money in, blade out. All there is to it. I suppose that's one way of looking at it. It's like you said, I'm in a unique position here. Meaning you would have answered differently were you not a mercenary. Yeah. If I was a farmer, for example, I'd be hounding you day and night to end the war. Sure, you say you're gonna bring this bright and beautiful future, but am I really gonna suffer for years, maybe even decades, waiting for it? The stuff you're doing now,
enlisting my farm hands, trampling my fields, destroying my crops. Just doesn't make it worth the wait. But you know the toll it's taking on your people, yet you choose to press on with the war anyway. So you've got to have a good reason, right? Yes, of course. You certainly don't mince words. Is it the years of mercenary work that made you this way, or have you always been like this? Einfach so ein Pretty bisschen. sure it's who I am. It was just me and my mom growing up, you see. We lived in a village, but for whatever reason, she liked to keep to herself. So, I guess it rubbed off on me. I learned pretty quick not to get attached. Is that so? I would be interested to hear more. Trust me, it's not as interesting as it sounds. Who says it has to be? Interesting or not, I'll have you tell me one of these days. If you say so. Just promise not to freak out when you realize how boring I am, okay? Do I seem like the type of person to freak out about such a thing? Perhaps don't answer that. Ah, ich liebe diesen Charakter. Diese Charaktere. Hey, unterstützt Level 10. Puh, das war ganz schön aufwendig. Vielleicht sollten wir bald zum nächsten Kampf aufbrechen. Ja, wir können auch eine Sache können wir da machen. Ich kann auch mit Eldegard sprechen. Erzähl euch gerade mal, das Hauptquartier unseres Feindes. Ich weiß, dass du da auch dort in der Akademie warst. Auch wenn auch nur kurz. Aber auch wenn du Bedenken hast, musst du dich diesem Kampf vollständig verschreiben. Ich war kaum lang genug da, um mich daran erinnern zu können. Keine Sorge, ich habe auch automatisch. Ich werde tun, was getan werden muss. Eine erfreuliche Einstellung. Hoffen wir, dass wir mit dieser Schlacht einige offene Rechnungen begleichen können. So, achso, ja, Moment hier. Gib her damit. Her mit den Belohnungen. Mittelstufe Segel. Any result's a good result. Dann gehen wir noch einmal zur Arbeitsmeisterin. Care to make yourself useful? We all must do our fair share. Mit wem habe ich denn relativ weit die Unterstützung hoch? Mit Monika haben wir die Unterstützung ziemlich weit oben. Und was eigentlich schon. Dann nehmen wir Monika und gucken wir nach einer Sache mit Monika und Dorothy. Care to make yourself useful? Das ist Monika. Monika, aber keine Dorothy und auch nicht, okay. We all must do our fair share. Dann Care to make yourself useful? nehmen wir Monika und Hubert. Monika. Wer ist jetzt? Ach ne, Moment. Mit denen habe ich schon gemacht, also kann ich mit denen jetzt nicht nochmal machen. Dann nehmen wir Lennart. Schon wieder hier. Counting on you both. I'll do the best I can. I'll do what I can. Super. Jetzt 2 We all Reputation. must do our fair share. Neues Unterstützungsgespräch, was? Monika und Chess. Ging schneller als gedacht. Ach nee, die war ja fast voll. Monica, why are you just standing there? I was waiting for you. You were speaking with Her Majesty, yes? Yep, just going over some strategy. Why? Did you need me for something? No, not exactly. So, what did Her Majesty say? Well,
Well, she wanted to get my opinion on how best to utilize our mercenaries since they all use different weapons. We're gonna be fighting some upcoming battles on terrain that'll make it harder to use lances, so we were trying to figure out how to deal with that. And you didn't speak of anything else? Well, yeah, but it probably wouldn't interest you. Mercenary stuff, you know. That's not quite what I meant. There was cake for everyone, was there not? And I'm pretty certain there were fresh flowers throughout the room. Did you not see them? Oh yeah, that cake was great. Did you want a piece? Flowers, though. I think maybe there were some little white ones? Ugh, I have no interest in your opinion. I want to know what Her Majesty thought of them. Nach dem Grund fragen. Why do you want to know so badly? Can't you just ask Edelgard? You never know if a person is giving you their honest opinion when you spring a question on them. I just want to know what Her Majesty genuinely thought. Can't help you there, I'm afraid. I wasn't really paying attention. You were summoned by Her Majesty and granted the honor of giving her counsel. Then, she graciously offered you cake. And you didn't even have the decency to watch her eat it? Honestly, what is wrong with you? Sorry if I let you down somehow. I don't think I really get what the big deal is, though. Want me to go ask her right now? No, please don't. If Her Majesty learns I was prying about such things... I do not want to bother her with these trivialities. Forget I said anything. I see what's going on here. The cake and flowers were your doing, weren't they? That's why you were asking me about how Edelgard reacted. Yes, okay? Just please, not another word of this. Alright, I get it. Well, not really, but... I beg you, forget this ever happened. The situation is far more complicated than you realize. Okay, Monika und Edelgard muss ich irgendwie zusammenbringen. Das kann nur witzig werden. So, irgendwas konnten wir noch machen. Nur gerade im Überlegen, was. Waffenmeisterin, hast du irgendwelche neuen Waffen für mich? Irgendwas Gutes? Nö, du hast immer noch nur E. Oh. Dann wird es Zeit für das nächste Gebiet, den nächsten Krieg. Wiederhergestelltes Training, wiederhergestellte Trainingspunkte. Gegner Level 7. Gegner Level 8. Okay, ich muss hier wirklich mal langsam die anderen Leute mitnehmen. Damit alle den anderen Krieg führen. Die Truppen der Magierin werden gerettet. Die Magierin, die bewährte Ritterin oder der Söldner wird. Energieglane, Benutzt-Erfahrung. Okay. So. Als erstes möchte ich jetzt mal hier ins Inventar und die Klasse wechseln. Die haben wir jetzt gemeistert. Was haben wir hier oben? Myrmidone oder Soldaten? Soldaten war Lanze, also nehmen wir Myrmidone. Von Asura? Moment. Kann sein, dass das hier Asura ist.
Das kann richtig nichts werden. Jemand hier? Dann kann ich das erstmal optimieren. Ja. So, dann haben wir das auf jeden Fall. Du hast deine Klasse ja schon fertig. Ich habe vergessen, ihr die nächste Klasse zu geben. Wechseln wir mal die Einheit durch. Ferdinand mit? Ja, Ferdinand was mit. Der ist auf jeden Fall Level 2. Da brauchen wir mal. Du bist Level 5. Du bist Level 3. Okay, ich muss echt mehr die Leute trainieren. Du hast da oben den Vorteil. Wo hast du den Vorteil? Nirgendwo. Tauschen wir dich mal aus gegen Bernadette. Dorothy. Ja, nimm Bernadette. You don't expect me to go out there and fight, do you? Doch. Let's earn our keep. Conduct a rescue quickly. Ja, und dafür schicken wir dich. Only a matter of will. Leave this to Setzen. me. Here I go. No mistakes. They must learn who they're up against. Du gehst dahin und It's Bertie's du. time to shine. So. Sure hope this goes okay. Und wir gehen nach da oben links. We can ill afford any losses. Together, we will turn this disadvantage back in our favor. I beg your assistance at once. Please let us take this place down. I need somewhere to hide. Oh, not Out of the way. Ferdinand, Aufgabe abfangen. Leave this a rousing success. Already? I am your man. Are you sure? I'm not afraid this place won't be a problem anymore. Okay, gerade habe ich irgendwie Tonprobleme. Tell me somebody saw that. Take a breather. Headset, hast du es jetzt? Okay. Here I go. No mistakes. Everyone, to me. Here I go. No mistakes. They must learn who they're up against. Ach, da unten ist Bernadette. It's Bertie's time to shine.
angreifen. I've got you now. We're done for. The rest is up to you. This is all my fault. You shall pay for this. You hear? I'm sorry. We weren't strong enough. I think I'm in trouble here. Oh, wir sind erreicht. Hey, geschafft. Abgeschlossen. Bin mal gespannt, was dieses... nicht genügend Gegner besiegt. So, scheiße aber auch. Level 6. For the fate of Fodlan. Level 3 bei Hubert. Nicht Hubert, Ferdinand. Hubert war ja der Magier. Level 2 benutzt. Ja, ich muss einige scheinbar machen. Also einige Gebiete mehrmals machen, damit wir das hier auf... I won't let myself stop here. Okay, das wundert mich jetzt schon ein bisschen. Zwei Sterne direkt. This'll help me break new boundaries. Schwertgeschwindigkeit. Verona. Gestellte Trainingspunkte. 10 Strategie, Ressourcen, neue Lagerfunktionen sind unverfügbar, um sie dir anzuschauen. Ja, Dokumente, die Sachen, die man so kriegt. Might I borrow you? Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Tschüss. Ah, was willst du, Robert? Erinnerst du dich an die Materialien, die du in der letzten Schlacht gesammelt hast? Ich möchte, dass du sie gewinnbringend einsetzt. Ich glaube, du kannst damit die Einrichtung in unserem Lager weiter verbessern. Der Weltverwalter kann dich unterstützen, wenn du in eine Richtung erweitern möchtest. Grobes Baumaterial. Verwalter, sag mal her, was können wir denn aus dem Lager machen? Ich hoffe, ihr macht große Fortschritte, damit wir bestens für den Kampf ausgerüstet sind. Einrichtungen erweitern, ja. Allow me to assist with any matters regarding the facilities. Eine Trainingspuppe aufstellen, einfach Kochutensilien, Händlernetzwerk. Nehmen wir den Übungsplatz erstmal. Von dem aus. Aha, okay. Mach mal grobes Baumaterial. Und was brauchen wir? Auch grobes Baumaterial. Freizeitbereich.
Übungsplatz, was hast du jetzt? Anzahl der Trainingsplätze auf 4. Das heißt, ich kann mehr Leute gleichzeitig trainieren. Warte, was habe ich da gerade gesehen? Oberstufenklasse. Und dann kommt Ultima-Klasse. Die wirklich... Moment. Eine Trainingspuppe aufstellen. Eine weitere Trainingspuppe aufstellen. Noch eine weitere Trainingspuppe aufstellen. Die letzte Trainingspuppe aufstellen. Die wirklich letzte Trainingspuppe aufstellen. Alles klar, das Spiel hat mir wieder meinen Humor erwischt. Beim Marktplatz. Erweitert das Sortiment auf käuflichen Gegenständen etwas. Ihr könnt die Gebiete, die ihr erobert habt, erkunden, um Materialien für die Erweiterung von Einrichtungen zu erhalten. Wenn ihr einen neuen Ort findet, solltet ihr also gleich den Erkundung starten. Durch die Erweiterung unserer Einstellungen wir sicher... ja. Ja, ich möchte weiter zur Kriegskarte, weil... Wir haben das Gebiet noch nicht erkundet. Ja, was ist das? Ein Wachturm nach dem Schlachtfeld. Du hast eine gepanzerte und Vertristen des Kaiserreichs gerettet. Undurchdringlich kann nun verwendet werden. Hab Dank, wir werden unser Bestes geben, um den Gefallenen zu erwidern. Gut, dass wir sie gerettet haben. Mit den zusätzlichen Truppen stehen uns jetzt mehr Strategien zur Verfügung. Undurchdringlich. Strategien werden manchmal anhand von Informationen hinzugefügt. Ja. Da kriegen wir Baumaterialien, ja. Also, der Mann, der lebt, möchte helfen. Aber ich möchte fort von hier, wenn ihr mich weiter... Oh, komm, hier, nimm, gib uns Baumaterialien. Alle Nebenmissionen in dem Gebiet abschließen. Eine Höhle nach dem Schlachtfeld. Erstmal wieder zurück zum Lager. Weil jetzt können wir das neu ausweiten. Achso. Nichts weiter Besonderes. Gut. Händlernetzwerk ausweiten, ja. Richte ein Luxusgüter ein, um wieder Beschaffungsgebühren zu sparen, verringert die Kosten von Geschenken etwas. Let me know if I may be of further service. So, erstmal zum Lehrmeister. Time to work you into shape. Klasse erlangen und zwar nicht für Hubert. Casper auch nicht. Bernadette, Dorothy, Petra. Hier, Monika. Kriegt dann die Magierklasse. Ich glaube, ich habe bisher noch nicht einen Priester geholt, oder was? Doch, habe ich. Und ja, sind alle. Achso, wir haben hier die Flügelklasse fertig. Da taucht uns direkt wieder die Klasse fertig. Monika, wir können auch andere Klassen hier bei denen lernen lassen. Ja gut, du machst ja aber die Magierklasse und da ist halt wenig, was du da lernst. Wir könnten hingehen, warte mal, wir können hingehen. Mensch, hier lernen. Partnerbonus, Klassenbonus. Dorothy? Partnerbonus? Nein. Edelgard? Panzerlord können wir da freischalten. Mehr kriegen. Mach erstmal die Kämpferin hier fertig. Haben wir das da? So, bei dir. Was können wir bei dir holen?
Du gehst auf die Schützenklasse, deswegen nützt dir da eigentlich nichts anderes wirklich was gerade. Du gehst aber auf die Diebenklasse und da kannst du auch die... Ne, Moment, nicht die Soldatin. Soldatin war ja Lanze. Kämpferin war... ne? Warte mal. Teils zur Klasse. Kannst du irgendwann Magie nutzen? Weil dann... Ne, du wirst nie Magie lernen, okay. Brauchst auch nur Schwerter. Dann würde eigentlich bei dir Sinn machen, dass wir noch Söldnerin lernen und dann hier runtergehen auf die anderen beiden Klassen. Das musst du dir aber erstmal freischalten. Okay, warte mal. Schalten wir bei dir eben noch die Söldnerin frei. Kannst du über Training nicht den Söldnerbaum lernen. Dann bleibst du Diebin, aber lernst du noch ein paar Schwertfähigkeiten. Nein. So, dann trainier mal. Nicht Soldatin, sondern Söldnerin. So, bei euch beiden, Priester, wird es ja genau Sinn machen, bei dir Magier zu lernen. Und bei dir, du bist... Ach, da bist du. Bewahrter Ritter wäre eigentlich auch noch sinnig. Dann würdest du hier die anderen also die Panzer-Axtfertigkeiten lernen. Vor allem, wir sind noch Level 1. Ja, egal. Lass ich jetzt erstmal sagen. Und dann leveln wir als nächstes. Also trainieren wir noch ein bisschen mit Jeritza und Ferdinand? Nein. Matka? Na, machen wir so. Doch, reicht. Bevor ich jetzt hier irgendwie was lang versuche. Super. Ich wollte gerade sagen, wenn die jetzt einen Perfekt raushauen, gehe ich. Ja gut, dass hier ein Perfekt raushaut, ist in Ordnung. Who knew this power slept within? Hey, a new power. All right. No. Und damit hast du nämlich jetzt die Kämpferinnenrolle fertig. Training can be the difference between victory and defeat. Ah, hier kann ich dann die Sachen erweitern, okay. Übungskampf. Okay. Ich glaube, das bringt mir nichts. Jetzt Protokoll ganz mal an. So, Einrichtung Infos. Was ist denn das? Ja, dann zur Karte. Das sind die Stufe 6 wenigstens. Ich kann aber nicht weiter zurück in Gebiete. Heißt, wenn wir hierhin aufbrechen und die anderen schwachen Leute mitnehmen. Also wir leveln jetzt ein bisschen und da ich die Idee fertig habe, nehmen wir
Dorothy auf jeden Fall mit Edelgard. Warte. Tauscht ihr beide mal in Position. So. Was ich nämlich jetzt machen möchte, ist die hier jetzt mitnehmen. Assistenz unterweisen. Zuweisen. Dass die mich erstmal miteinander kämpfen, damit auf jeden Fall immer ein Starker dabei ist. United, we are unbeatable. Sorry, but I gotta fall back. Tastes more bitter than blackest coffee. Does that please you? I got this. Let's move. For the love of... But I could use a hand. It's no use. We can't gain any ground. Let's carve a swath through the battlefield. Und hopp. We can overcome any hardship, including this one. I can't take my eyes off you when you fight. Fight like this. I'm bleeding all over the place. I shall grant you the privilege of my aid. Und weiter. My accomplishments won't mean a thing if I'm not still standing when the battle's over. Your power walks the line of darkness. It is granted you to overrun the battlefield. Tastes more bitter than blackest coffee. Mind if we pair up? Ui. We'll do it together. I've got you now. You shall pay for this. You hear? Don't mind if I do. So, haben wir das. We're not losing to anyone. The stronghold's ours.
Dann weiter. This place won't be a problem anymore. Ah, Kämpfer besiegt. Peace awaits us. I know it does. Also ich glaube, jetzt beginnt erstmal so ein bisschen Grinding, dass wir die Leute hochleveln, stark machen. Und nicht jeder auf Level 1 rumläuft. Wenn dann immer alle wieder in den Kampf müssen. To kill. Und ich nutze meinen Charakter größtenteils jetzt hier, um die Klassen zu leisten, die wir noch haben. Ja, zum Beispiel mit Betoner haben wir jetzt fertig, dann geht's jetzt weiter. Ich glaube, ich gehe jetzt auf die Klasse Soldat. No, überschreiben. Immer überschreiben. Aber wir haben Zeit. Aber wir haben ja nicht wirklich einen Zeitdruck. Wir müssen irgendwie wir müssen nach so und so vielen Missionen die Hauptstory fertig haben, sonst ist Game Over. Das kam jetzt noch nicht. Inventar. Chess. Und zwar jetzt bei dir. Soldatin geht dann auf. Wo haben wir das? Ach da. Unter Kämpferin. Und die geht dann auf Wyvern Lady. Ja, wir nehmen Kämpfer. Mensch. Achso, da haben wir das. Eisenaxt. Was haben wir noch? Ach ja, wir haben bessere Ausrüstung darüber hier in Eisenäxten bekommen. Heilige Waffen. Achso, das sind dann die. Nein, wir haben immer noch kein Bataillon. Also jetzt level ich mit der erstmal mit meinem Charakter die Kämpferin-Klasse, damit wir dann irgendwann die Wyvern-Klassen auch mit der haben. Währenddessen muss ich eigentlich hier echt mal die anderen Leute leveln. Wenn wir hier gucken, Level 7, Level 4, 3, 1, 1, 2, 6, 3, 4, 6. Wir müssen echt viele Leute leveln. Reicht, wir fangen jetzt den Grind an. Was haben wir denn, oder was haben wir denn hier? Wiederhergestellte Aktivitätspunkte, aber das ist für Level 8 gedacht. Unser Hauptcharakter ist natürlich erstmal wieder voll auf Level 12. Also das höchste Level. So, ich habe jetzt erstmal die Idee. Hubert, halt Edelgard dabei. Edelgard ist Level 7, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Nehmen wir Linhardt mit. Dorothy ist Level 6, nehmen wir jetzt auch erstmal nicht mit. Jared ist Level 6, Monika ist Level 4. Dann nehmen wir Casper mit. Hubert ist Level 4, den nehmen wir noch mit. Und unseren Hauptcharakter nehmen wir mit, falls die Scheiße richtig am Dampfen ist. Hope this is one of those easy wins. I'll do what I can.
Achso, Moment, ich wollte ja die anderen leveln. So, Vesper, I'll back you up. Animant So, what should I be doing again? als Hold the hand? Adjutant. Ich weiß ja wenigstens, dass mein Charakter überlebt. So this is defeat. I'm sorry. Wounds are severe. I have to fall back. Move out! I could do with some reinforcements. Time to make a name for ourselves. Stand back. Any final words? We cannot allow the battle to continue. So, Sekunde. Not a problem. I've got this. Continue trending this way. Let's do this. I feel Is that no all we've mercy. got? I won't lose. Retreat! Any final words? I'm all right. You're finished. Perhaps we will incorporate this territory into our future strategies. I feel no mercy. So, Oh, if I du dienst mal must. hier als Adjutant. If my assistance Dich is beschützen. Oh, if I must. Als This should be easy Adjutant. if we work together. Und ihr wolltet auch spielen. Aber das hier. Achso, das wird das. Achso, Moment. Ich brauch dich und zwar ganz schnell. Beschützen. I do hope you'll make this fun.
Fight is a vital strategy. I shall grant you the privilege of my aid. I'll take down anyone in my way. Lady Edelgard will be most pleased with your fine work yesterday. Yeah, right. Stun fight. On with him. I'm sorry. We weren't strong enough. Wounds are severe. Not a problem. So geht's mal Hauptteil hin. Angreifen. No point in capturing the stronghold if we don't put it to good use. This way. Watch my back. Be gone. I am so into this. It's over. Kavu. All would be lost if I were to die here. We'll use this place as a launching point for our next assault. So, what should I be doing again? This way? Take a breather. Wenn wir jetzt raus waren. Ich hoffe nicht allzu lange. Just wait. Well, I suppose. Dun, dun, dun. We'll do it together. Don't mind if I do. We did it! So. Ein bisschen zu viel Schaden erlitten, na will. Level 13 inzwischen. Yeah, not bad. Ich sag ja, wir grinden gerade die anderen Leute hoch. Battle does have Level 3. Level 3 erreicht. I'll use this. Und Level 6 erreicht. To kill. Another chapter. Casper ist Held geworden. Oh, fast 3 Sterne voll. Kämpferin fast fertig. Hey, a new power. All right. Schöne neue Waffen.
Das ist ja das Schöne, wenn du kein Zeitlimit hast, du kannst einfach grinden bis zum geht nicht mehr. Wenn man so überlegt, warte mal zurück zum Lager, was wir hier für Leute haben. Gut, wäre es klassischer Modus, gerade dann würde ich am meisten grinden, einfach für die Tatsache. Was will ich gerade machen? Ach ja. Da. Ist schon fast fertig. Einfach aus dem ganz simplen Grund, du musst halt die ganze Zeit davon ausgehen, dass jederzeit deine Leute sterben können. Also willst du, dass die am stärksten sind, damit die nicht sterben können. Ich werde mal hier zum Waffenladen gehen. Welcome. Achso, Einrichtung erweitern ist es. Und hier haben wir jetzt nur noch diese ganz normalen Sachen. Ich habe eine Sichel? Aha, okay. Come back soon. Ja gut. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt einmal hier. Gucken nach, wie viele Leute wir mitnehmen können, wenn da. Am liebsten wären wir, wenn wir da irgendwie alle nehmen könnten, aber nee, wir können nur 4. Wir haben nur 4 dabei. Okay. Heißt, Casper ist Level 3, Hubert ist Level 6. Steh bei der Multiposition, weil dann schicke ich dich hier zu ihr und dich zu ihm, dass ihr euch unterstützt. Die sind at Level 8. Truppen der Soldatin werden besiegt. Keine Niederlage bedingt. Okay. Let's earn our keep. I'll do what I've gotta do. So, erstmal du hier hin. This should be easy if we work Als together. Adjutant. Let us go to Als shall we join Adjutant. hands in battle? So, sure, let's try it. That's it. I'll take the front. It's not over. Would this do? Just wait. Don't mind if I do. Knowing when to retreat is a vital strategy. Alright then. Mhm. So, wie kann man hier uns so? Wir gehen hier rechts rum als Charakter und lassen die anderen links rum. I got this. It's no use. We can't gain any ground.
Casper hat die Männchen besiegt, dann... So, what should I be doing again? Sure. Was du jetzt da angehst. You really want to see what happens when I take things seriously, don't you? We cannot allow the battle to continue trending this way. Right. We've got an emergency. Send backup. Can't fight like this. I'm flicking all over the place. Easy now. Still improving. Splendid. Though yours is indeed a power that Well, I suppose. Ja, irgendwas treffen wir. Da schicken sie nicht nach dem aus, was ich treffen wollte. Ja, das ist schon eher. Tastes more bitter than blackest coffee. Wounds are severe. I have to fall back. Oh, hi! Ich habe mit viel mehr gerechnet, aber nicht, dass Stay out of my way. er direkt selber kommt. Let us approach this methodically. Face my comrades after this. Let's do this. Yeah, right. Knowing when to retreat is a vital strategy. Sorry, but I gotta fall back. We shall provide support. No need to fret. My accomplishments won't mean a thing if I'm not still standing when the battle's over. You're not going to collapse from overusing your power, are you? I must admit, I'm a bit worried. Clearly, we need to stay vigilant. Do not falter. Look out. Hui! You know what they say about playing with fire. Compact, erstmal einen wunderschönen guten Tag und Song Requests sind aktuell aus, weil ich hier ein Singleplayer-Spiel spiele, wo ich keine Musik anhabe. Well, I suppose. Hui! I'm just happy to be alive. Das war eine Nuss. Sogar noch ein Ace-Ragen. Nehme ich. Hey, wir sind Level 14 inzwischen.
Level 4. Jo, nehme ich. I won't let myself. Dadurch, dass wir hier gerade im Grunde den Vizechef der Kirche besiegt haben, wundert uns nicht. Aha. Eisenbruch 4. Kommt mit Stufensiegel. Oh, Linhard und Kesper haben eine Unterhaltung. Speichern, ja. Ja. Aktivitätspunkt. 10 Strategieressourcen. Ein Kapitel abschließend, sobald die Hauptküste wird die Geschichte fortgesetzt auf das nächste Kapitel gestellt, woraufhin die Erkundungspunkte des aktuellen Kapitels nicht länger erkundet oder Aktivitäten können nicht in den nächsten. Okay, also alles aufbrauchen, bevor du irgendwas machst. Okay, musst noch mehr machen. I see. Ich danke euch für mein Leben. Nehmt das hier als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, das Baumaterial. Und eine Höhle. Der Händler, den du von einem Angriff der Banditen gerettet hast, möchte dir als Dank annehmen. Der mir das Leben gerettet, bitte sucht euch etwas aus. Stärkering, Eilering, Stärkering. Immer feste drauf. Ich habe nicht alle Nebenquests fertig. Ja gut, vielleicht werden noch ein paar Nebenquests gekommen. Heißt, ich muss das Gebiet so oder so nochmal machen. Well, how'd it go? Felsenkette. Any result's a good result. Aktivitätspunkte, dann, bevor wir das machen, haben wir noch hier die Unterstützung. Hatte kein Gespräch? Nehmen wir Leinhardt und Kesper war das. Ne, ihr habt kein Gespräch, okay. Care to make yourself useful? Freiwillig melden. Was? Einrichtung erweitern? Achso, das ist der Freizeitbereich. Aha. Okay. Großes Baumaterial können wir jetzt gerade nirgendwo mehr verwenden. Kannst nur einen nutzen. Lagerbestand überprüfen, Ausrüstung pflegen. Hubert. Oh, Hubert haben wir fast fertig. Nehmen wir Hubert mit und Edelgard? Nee, nicht wirklich Edelgard. Bernadette? Bernadette. Counting on you both. I'll finish it summarily. And you need me for this? Are you sure? Perfekt! Räucherfleisch. Und 2 Reputation. We all must do our fair share. Neues Unterstützungsgespräch. Wahrscheinlich zwischen Hubert und Chess. Ja. Namestari. Well, there's a face I'm not used to seeing on the training grounds. Something wrong, Hubert? I have merely come to examine the equipment. I hear whispers that it is in quite the state. Further, my being here should come as no surprise. Her Majesty and I train in these grounds often. I never would have guessed. Can't say I'm not jealous, though. Shall I put in a request with Her Majesty on your behalf? I'm quite certain she'd join you. Oh, that's not what I meant. She's actually the one I'm jealous of. I mean, I never get to train with you. Me? In any case, if you do desire a session with either myself or Her Majesty, you only need ask. A mercenary with no backing such as yourself has much to gain by earning Lady Edelgard's favor.
Of course, we would not be without benefit. Your rise in standing would paint an ideal picture for our people. How do you mean? Many commoners crave progress, a path upward in life, and your example would prove that path exists. The common folk would never expect to see their emperor train alongside someone of your dubious origins. At least not outside the pages of a fairy tale. Dubious origins? Little harsh, don't you think? Still, it doesn't sound too bad if I can use that to help lift people up. On the other hand, your presence would also cause great turmoil amongst the elites of our society. They may even despise you. A symbol of the ungrateful commoner, granted privilege well beyond their station. Oof. But hey, Dorothea's a commoner too. Why don't they hate her? Dorothea is a famed former songstress, well esteemed in the upper echelons of society. Your situation is vastly different. Right. Well, no point worrying about it if it's gonna happen no matter what. Precisely. Things may yet change in the years ahead, but for now all we can do is live with it. So coddling the elites means the commoners end up oppressed, while hoisting commoners up only agitates the elites. Glad I'm not the one who has to rule the empire. This whole thing sounds like a total mess. A mess indeed. Yay, Stufe 10 erreicht. So, ich würde aber sagen, eine Mission machen wir noch. Also einmal versuchen wir das noch und dann war's das aber auch für heute. Weil dann muss ich Feierabend machen, weil morgen wieder Arbeit ist. Ja, mein Handy hat ein paar Mal geblubbert und ich habe nicht nachgeschaut, was los war. Uninteressant, uninteressant, uninteressant. Okay, nichts Interessantes dabei. Ach, Moment. Wir müssen zum Lager, zum Lehrmeister. Wir haben ja auch gerade den Krieger fertig. Lehrmeister. Klasse, Chess. Wir haben so ein paar Klassen, die wir freischalten können. Nehmen wir den Banditen, weil ich möchte den Weilwarnlord mit meinem Charakter auch freischalten. Was halten? Neu und sehr hilfreich. Ja, wechseln wir dazu. Edelgard. Den konnte noch seine Klasse fertig hatte. Glaub nicht. Can't wait to see how you do. Einmal zum persönlichen Quartier. Was können wir da? Achso, aus dem Kampf. Standard. Klassenbasierend. Wir machen auf Klasse basierend. So, warte, kann ich ja so ändern. Kampf einzigartig auf Klasse basierend. Ach, nee, gut. Mhm. Standard einzigartig auf Klasse, okay. Ja, das sieht schon eher nach der Klasse aus. Das ist die Schützenklasse. Priesterklasse, Dieb. Das. Magier. Mhm.
Okay. Ach warte, ich kann ja noch Reputation ausgeben. Items kaufen. Macht Sinn. Haben wir nur Sachen, die irgendwie uns verstärken. Deswegen lasse ich das erstmal. Ich weiß nicht, was die anderen beiden Punkte sind, die wir da freischalten können. Lager aus. So, du gibst uns erhöht Stärke dauerhaft um 2. Das kriegt auf jeden Fall der Hauptcharakter. Pure Stärke. Pure Stärke. Lebensfrucht, das geht an Caspar. Weil er so im Grunde unsere Frontlinie. Weiße Verona kriegt dann, das war Resistenz, das kriegt dann Edelgard, weil sie ist ja mehr unser Tank. Und dann gehen wir nochmal einmal kurz zum Verkäufer. Wenn mir gerade einfällt, wir haben ja diesen Goldbeutel. Kauf. Oh, noch mehr Geschenke. Er hat uns verkauft. Goldbeutel! 6000 einfach mal dabei getragen. Alles klar. So, dann auf zur letzten Mission des Tages. Ja, zum gewählten Auto aufbrechen und diesmal darauf achten, dass wir wirklich alle Nebenmissionen machen. So. Bandit, bleiben wir beim Banditen. Gut, eine andere Klasse bringt uns gerade eher wenig was. Außer, dass wir halt andere Waffen nutzen können. So, Level 5, Level 4. Warte mal, dich tausche ich aus, weil ich möchte jetzt gerade die Starken haben, damit das auf jeden Fall gut klappt. Ne. System, was habe ich eigentlich noch? Speichern, laden, Tutorials, okay. Dann auf zur letzten Schlacht des Tages. I will ensure that what needs to be done is done. So, Landert, kann ich dir vertrauen, dass du den besiegst? An 72%. Edelgard, kümmere du dich um die da oben. Hubert, du kümmerst dich um die. Face my comrades after this. So. Den hier aufs Korn nehmen. Success was to be expected. We cannot allow the battle to continue trending this way. We've got an emergency! Send backup! It's no use. We can't gain any ground.
So, wie sieht's hier aus? Ist fast besiegt. Dann erober du mal die Basis. We won't let this opportunity go to waste. I'm bringing it down. Sorry, but I gotta fall back. Still improving. Perhaps I really am curious about your power. Oh, nothing. How can I face my comrades after this? So. Ist fertig. Let us go to work. Hier angreifen. Let us approach this with confidence. We shall provide support. No need to fret. We have your back. This is just the beginning. You're worth 1,000 soldiers. Gast besetzt. Here I go. No mistake. Kümmere du dich eben um die Beraterin. Please you. Ach, Lindert ist auch fertig. Lindert, greif du die an. The stronghold's ours. Ist aber auch ein dickes Schild. So this is defeat. I'm sorry. I'm so sorry. Now what do we do? Komplette Offensive, geht ihr da angreifen? Kümmere mich um den Rest auf dem Weg dahin.
though yours is indeed a power that warrants caution. Clearly, we need to stay vigilant. No mercy. I could never live down being bested by a child like you. It's not over. This place won't be a problem anymore. Und nochmal. I'm just happy to be alive. Da sollten jetzt alle eine Mission gewesen sein, weil das andere wird auf der Karte jetzt nicht mehr auftauchen können. Level 16. Wir werden viel zu stark. Gleich zu den anderen. 6. Level 7. My potential. Der ist auch schon Level 7. So fast zu Level 8. There must be more to this. I imagine this will serve me well. Mhm. Mhm. Speichern. Du hast einen Spieler gerettet, der seinen Auftrag erfüllt hat und Informationen. Ich habe jede Menge Informationen gesammelt. Ich hoffe, dass ihr sie schätzt. Ja, diese Informationen scheinen korrekt zu sein. Jetzt können wir den Gegner auf den falschen Fuß erwischen. Du hast folgendes erhalten: Brand. Die ist für Level 10 gedacht. Durchdringen gleich. Okay. Ah, irgendwas wollte ich gerade noch machen. Zum Trainingslager. Was wollte ich denn jetzt gerade machen? Ich habe schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Egal. Das kann auch nicht so wichtig gewesen sein. Ach ja, den Steckerring kann ich reinpacken. Immer noch kein Bataillon. Ich bin gerade am Überlegen und ich glaube, wir machen doch noch eine Mission. Oder warte. Ja, ich wollte gucken, welches Level die Leute jetzt haben. 7, 7, 3, 6, 4, 2, 6, 3, 4, 6, 6. Okay, also müssen wir Ferdinand, Casper, Bernadette, Petra, Monique noch mindestens auf Level 6 bringen, damit alle wieder auf alle anderen auf etwa den gleichen Stand sind. Ja. Würde ich mal sagen, System, wir speichern jetzt ab. Gehen nochmal zurück zum Titelbildschirm. Ja, ich habe gerade gespeichert. Größere Einstellungen, Rums, Einheiten ansehen. Was in der Einheit ändern? Kriegerkleidung, Klasse. Klasse der Einheit wechseln. Ah, alles was wir hier freigeschaltet haben, können wir dann anmachen, hier dann sehen. Na, da kriege ich Kleidung für Lager. Edelgard und die anderen sind halt die Charaktere aus den anderen Häusern.
Gesprochener Text, Ereignisse, Unterstützung. Mhm. Mondlicht, erwachen. Ja, bis dahin war der Prolog und dann kommt hier. Ach du Schande, dauert das lang. Wird das viel. Okay. Also, das war jetzt für mich der Einblick, weil ich wollte das jetzt erstmal nur spielen. Beziehungsweise mal spielen. Daher hau ich mal ganz kurz Intermission rein, dass hier was anderes ist. Und mach das hier mal eben zu. Das ist jetzt nicht der Plan gewesen, dass ich das jetzt also permanent zocken würde, jetzt hier als Singleplayer-Spiel. Sondern der Plan jetzt erstmal ist, euch das Spiel einmal zu zeigen und selber mal kurz einen Einblick zu kriegen, weil ich habe jetzt gar keine Infos über das Spiel reingeholt. Jetzt kriege ich die wieder da nicht rein. Nein, weiter links. Da, jetzt ist drin. Also das war jetzt das erste Mal, dass ich das Spiel selber gesehen habe. Und daher würde ich mich eigentlich drüber freuen, wenn ihr natürlich für das Spiel stimmt, aber das wird was anderes. Für die, die auf dem Discord unterwegs sind, bei mir, die haben hier schon diese Umfrage bekommen. Für alle, die da nicht dabei sind, ich hole die nochmal kurz raus. Da. So. Verkürzen wir mal den Link. So. Für die, die Interesse dran haben, das ist der Link dazu, zu der Umfrage. Und alle, die noch da sind, so. Wenn ihr das Spiel mehr sehen wollt, müsst ihr eigentlich nur eins machen, und zwar unten auf der Seite für das Spiel abstimmen. Also unten in der Tabelle. Das ist ein Fire Emblem Warrior 3 Hopes und das ist das Spiel. Sollte natürlich sich irgendwie kaum jemand dazu entscheiden, irgendwas davon zu wählen oder so. Dann ist das dann halt so, dann werden wir das natürlich nicht spielen. Und ihr könnt natürlich auch mehrere Spiele auswählen. Oh, Kreuz. So oder so. Ich guck mal ganz kurz, kam das überhaupt hier durch? Oder hat sich mein Bot heute gedacht, jo, ich mache heute mal nichts. Der hat sich echt gedacht, ich mache heute mal nichts. Außer im Chat dabei zu sein. Na egal. Das ist was anderes. Also dann würde ich einfach mal sagen, ich mache jetzt hier Feierabend. Ja, ich mache einfach Feierabend für heute. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns alle beim nächsten Mal wieder. Bis dahin noch viel Spaß und viel